Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie im Namen der Gütegemeinschaft recht herzlich zu unserer heutigen zweiten Veranstaltung aus dem Technologieforum Zukunft begrüßen. Heute zu dem Thema moderne Schweißverfahren für gütegesicherte Kunststofffenster. Nun, meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass seit jeher Kunststofffensterprofile thermisch verschweißt werden, um hochwertige Kunststofffenster zu produzieren. Warum also die Diskussion und die Frage heute zu Schweißverfahren? Andererseits aber, keiner bleibt auf der Stelle stehen und insbesondere die Maschinenindustrie und die Verfahrenstechnik schreitet voran und entwickelt neue, moderne Schweißverfahren. Für uns Grund genug, uns heute intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und insbesondere das Thema moderne Schweißverfahren, Schweißtechniken und auch modernen Fensterbau immer aus der Perspektive der Gütesicherung und der Qualität zu betrachten. Was Sie heute im Einzelnen erwartet in der heutigen Veranstaltung, wird Ihnen nun Frau Könsken berichten. Danke, Herr Feigenbutz. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Was erwartet Sie in den nächsten 2 Stunden? Also zum einen sind das 2 Impulsvorträge. Starten werden wir mit Michael Walter und Joachim Hauns. Das sind unsere Obmänner des Arbeitskreises Profil Maschinen. Die werden einen Vortrag halten zum Thema Eckschweißen von PVC, Fenster- und Türprofilen im Spiegel technologischer Entwicklungen. Danach folgt ein weiterer Tandem-Vortrag von Ralf Grevenick. Er ist Mitglied unseres Güteausschusses in der GKFP und Dr. Eduard Kraus vom Kunststoffzentrum SKZ in Würzburg, der uns gleich zugeschaltet sein wird. Und die beiden halten einen Vortrag zum Thema Gütesicherung von Eckschweißverbindungen. Genau, darauf folgt in den nächsten 60 Minuten, also von 11 bis 12, eine Diskussionsrunde. Da stehen Experten und Praktiker, dem Moderator Oliver Frey, Rede und Antwort. Und dort können Sie auch Ihre Chatfragen stellen an die Teilnehmer. Und das Ganze wird dann flankiert noch mit Videoeinspielungen in der gesamten Veranstaltung. Also das heißt, wir nehmen Sie mit in die Produktionshalle und aber auch ins Prüflabor. Und wie ich ja schon meinte gerade, Sie haben die ganze Zeit die Möglichkeit, Chatfragen zu stellen. Das Chatformular finden Sie rechts neben dem Livestream, wenn Sie eingeloggt sind. Genau. Und sollten Sie technische Probleme haben, können Sie sich vertrauensvoll an unsere Geschäftsstelle hier in Bonn wenden unter der Telefonnummer 0228 766 7654. Also Sie finden die Nummer aber auch nochmal unterhalb des Livestreams. Genau, mitschreiben brauchen Sie heute auch nicht unbedingt, denn die Vorträge werden nach der Veranstaltung auch im Mitgliederbereich herunterzuladen sein. Und da finden Sie auch im Nachgang nochmal zum in Ruhe nachsehen den Mitschnitt des Livestreams und vielleicht schon mal interessant für Ihre englischen Kollegen oder englischsprachigen Kollegen. Ab Ende Oktober wird es auch eine Version mit englischem Untertitel für Sie geben. So, wie Sie vielleicht wissen, sind wir auch heute das 2. Mal wieder bei RAL zu Gast. RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung. Und wir freuen uns sehr, dass wir Geschäftsführer Thomas Rosbach von RAL heute begrüßen dürfen. Ich werde jetzt auch gleich Platz für ihn machen und sage guten Morgen, Herr Rosbach. Kommen Sie bitte. Ja, liebe Frau Könsken, vielen Dank für die freundliche Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Geschäftsführer von RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, darf ich Sie ganz herzlich aus dem RAL-Haus begrüßen und ich freue mich sehr, dass das Forum das Forum Technologie Zukunft heute im RAL-Haus stattfindet. Erlauben Sie mir als Hausherr ein paar einführende Worte zur heutigen Veranstaltung über RAL und über das RAL-Haus. RAL hat bereits 1925 mit den RAL-Gütezeichen seinen Ursprung gefunden und ist heute der Dachverband von rund 115 verschiedenen Gütegemeinschaften, die über 150 verschiedene Gütezeichen vergeben. Rund 9000 meist mittelständische Unternehmen sind weltweit diesem Verbund angeschlossen. Zum RAL-Verbund gehört auch seit 1979 sehr erfolgreich die Gütegemeinschaft Kunststofffensterprofilsysteme e.V. mit dem gleichnamigen Gütezeichen. Ja, Waren und Dienstleistungen, die ein RAL-Gütezeichen tragen, erfüllen immer besonders hohe Qualitätsstandards, also Güte, die immer über den gesetzlichen Normen und den gesetzlichen Vorgaben liegt. Dabei erstreckt sich der Qualitätsanspruch immer auf eine Reihe von Eigenschaften, wie zum Beispiel Service,
Werterhaltung, Einsatz modernster Technik oder auch Umweltfreundlichkeit. Grundlage für ihre Vergabe ist das System der RAL-Gütesicherung. Dieses legt fest, dass die Gütesicherung, die jedem Gütezeichen zugrunde liegt, objektiv bestimmt ist und ihre Einhaltung kontinuierlich von neutraler Seite überwacht wird. Dieses System unterscheidet RAL von anderen Kennzeichnungen, denn es ist gewollt, eigenständig, in sich geschlossen und privatrechtlich organisiert. Auf diese Weise bietet es Verbrauchern, Unternehmen und öffentlichen Vergabestellen eine sichere Orientierungshilfe. Ausgehend von den RAL-Gütezeichen und auf Grundlage der RAL-Gütezeichen und dem internationalen System der 2500 RAL-Farben hat sich RAL bis heute zu einem Kennzeichnungsexperten entwickelt. RAL ist Vergabestelle des ältesten Umweltzeichens, des Blauen Engels und des europäischen Pendants des EU-Ecolabels. Darüber hinaus sind wir Vergabe- und Überwachungsstelle des Testlogos der Stiftung Warentest und seit letztem Jahr auch des grünen Knopfes, des ersten staatlichen Zeichens für nachhaltige Textilien. Allesamt nicht zuletzt aufgrund der Expertise von RAL sehr vertrauenswürdige und zuverlässige Kennzeichnungen. Und mit dem Bau dieses Hauses hier, des RAL-Hauses, in dem Sie heute zu Gast sind, haben wir erstmals ein Haus geschaffen, in dem diese Kennzeichnungsexpertise und die Werte von RAL sichtbar werden und sozusagen anfassbar werden. Zum einen wurden beim Hausbau möglichst viele RAL-gütegesicherte Produkte und Blaue Engel zertifizierte Produkte verwendet und verbaut, so zum Beispiel die Bodenbelege, der Trockenbau, der Zaunbau, der Blitzschutz, die Möbel und die Fenster, um nur einige wenige zu nennen. Zum anderen wurde das RAL-Haus bereits 2017 nach den neuesten Umweltstandards erbaut. Es nutzt Erdwärme, wir haben eine Betonkernaktivierung, Wärmetauscher und Dachbegrünung. Alles Regenwasser, was hier anfällt, versickert grundwasserfreundlich auf dem Gelände. Wir haben die Außenanlagen naturnah gestaltet, das heißt mit heimischen Wildkräutern und Bäumen, die besonders bienen- und insektenfreundlich sind. Die Photovoltaik auf dem Dach, die produziert die Hälfte unseres Stromes, die andere Hälfte beziehen wir von regionalem Ökostrom. Das heißt, das RAL-Haus arbeitet seit Jahren CO2-neutral. Damit ist das RAL-Haus eben ein Spiegelbild von RAL, von den Werten von RAL, nämlich von hoher Qualität, Umweltfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Und ich freue mich ganz besonders, dass es im heutigen Technologieforum Zukunft moderne Schweißverfahren für gütegesicherte Kunststofffenster auch um diese Werte geht. Im Forum werden heute die Vor- und Nachteile der verschiedenen Schweißverfahren vorgestellt und die Themen Gütesicherung, Forschung und Entwicklung von Schweißverfahren beleuchtet. Und indem die Gütegemeinschaft heute im Forum den erarbeiteten Stand der Technik über die Gütesicherung hinaus an den Markt weitergibt, leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Innovation und zur Güte im Bereich der Kunststofffensterprofile. Und lassen Sie mich abschließend sagen und bemerken, dass das Technologieforum heute schon zum zweiten Mal in diesem RAL-Haus stattfindet. Das zeugt von der engen Kooperation zwischen RAL und der Gütegemeinschaft Kunststofffensterprofilsysteme und hat Vorbildcharakter für alle RAL-Gütegemeinschaften. Ich darf Ihnen für Ihr heutiges Forum viel Erfolg und gutes Gelingen wünschen und darf zurückgeben an Sie, Herr Feigenbutz. Vielen Dank, Herr Rosbach. Ganz in diesem Sinne, den Sie angesprochen haben, wollen wir jetzt in unsere Thematik einsteigen. Und das Konzept RAL steht für Güte und diese Güte wollen wir in den Markt hineintragen. Vielen Dank. Gut, wie ich schon sagte, meine Damen und Herren, wir wollen dann nach diesen Grußworten zum Thema kommen und gleich mit dem ersten Vortrag beginnen. Zum Thema Eckschweißen von PVC-Fenstern und Tourprofilen, und zwar im Spiegel technologischer Entwicklungen. Und dazu darf ich unsere beiden Vortragenden ans Rednerpult bitten. Das ist Herr Walter von der Firma Urban und Herr Hauns von der Firma Aluplast. Allerdings heute sind Sie hier als Vertreter der Gütegemeinschaft. Beide sind nämlich Obleute, ich sage Leiter eines hybriden Arbeitskreises, wenn man heute sagt, also eines Arbeitskreises, der zwei Industriebereiche vertritt, einmal die Systemhäuser und einmal die Maschinenindustrie. Auch das ist eine Besonderheit in der Gütegemeinschaft, dass wir in gemeinsamen Arbeitskreisen sehr früh Probleme, die entstehen können oder die sich abzeichnen,
eben dort behandeln und damit Schnittstellenprobleme auch sehr frühzeitig angehen können. Ja, Herr Hauns ist Leiter des Engineering in seinem Systemhaus und seit vielen Jahren als Experte bei uns in der Gütegemeinschaft aktiv. Viele von Ihnen kennen ihn natürlich auch durch seine Expertise für das Kleben von Verglasung, von Glasrahmenkonstruktionen und heute auch im Bereich Schweißtechnologien. Herr Walter ist bei der Firma U-Bahn tätig und ist da verantwortlich für den internationalen Vertrieb und das Projektmanagement und insofern natürlich der ideale Repräsentant für die Thematik Schweißverfahren und auch Maschinen. Ja, meine Herren, das zur Vorstellung. Dann darf ich Ihnen das Wort übergeben und freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen hier aus Bonn. Vielen Dank, Herr Feigenputz, für die einleitenden Worte und schön, dass wir hier diesen Vortrag heute so zu Ihnen bringen dürfen. Mein Kollege von der Systemseite, Herr Hauens und ich, nehmen Sie jetzt mit auf eine Reise für die nächsten 20 bis 25 Minuten und zeigen Ihnen ja im Kontext zu Eckschweißen von PVC-Fenster- und Türprofilen, wo wir technologisch standen, heute stehen und uns auch morgen hinbewegen werden. Von daher bleiben Sie gespannt. Wir nehmen Sie mit auf die Reise. Ich würde sagen, legen wir los. Natürlich am Anfang ganz wichtig, mal eine Übersicht. Was zeigen wir Ihnen, was stellen wir Ihnen heute vor? Haben wir die Historie, wie sich das Schweißen über die letzten Jahre entwickelt hat, wo es sich hinbewegt. Dann im Anschluss die technischen Anforderungen des Fensterbaus, die damit verbunden sind, beleuchten Herr Hauens und ich, sowohl von der Systemgeber als auch von der Maschinenseite aus. Als drittes natürlich dann hier die wichtigsten Schweißverfahren. Zum einen die Schweißverfahren, die Sie vermutlich schon kennen, seit vielen Jahren. Und zum anderen auch die neuen Schweißverfahren, mit denen wir uns heute hier intensiv beschäftigen und diese uns dann auch entsprechend weiter begleiten werden. Dann im Kontext zur Gütesicherung auch ganz wichtig hier das Schweißverfahren, wie ist es in der Gütesicherung aufgehoben und wie wird es innerhalb der Gütesicherung und auch unseres Arbeitskreises betrachtet und mit einbezogen. Ganz zum Schluss zeigen wir Ihnen noch die Trends und die Herausforderungen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen und in welche Richtung die Reise geht. Wie Sie sehen, das erste serienreife Kunststofffenster ist entstanden in den 50er Jahren. Dann danach in den 60er Jahren hat sich immer wieder die Frage gestellt, dass auch das Kunststofffenster mehr automatisiert geschweißt werden möchte. Dementsprechend stieg dann auch die Nachfrage nach den Schweißautomaten und infolge dessen hat sich dann in den 70er Jahren herausgestellt, dass man über die Einkopfschweißmaschinen, mit denen man gestartet ist, auch über Zweikopfschweißmaschinen nachgedacht hat und diese auch hier an den Start gebracht hat. Folge dessen, dass wir mehrere Ecken gleichzeitig geschweißt haben, mussten diese natürlich auch verputzt werden, sodass dann hier im Anschluss auch man sich Gedanken über die Verputzmaschinen gemacht hat. In den 80er Jahren mehr und mehr hat sich dann herausgestellt, dass man neben einer Ecke, 2 Ecken ja auch 4 Ecken schweißen kann, sodass man dann hier auch sich den Vierkopfschweißmaschinen gewidmet hat. In den 90er Jahren stieg dann die Herausforderung. Das Fenster an sich hat sich dahingehend auch verändert, dass Kämpfer oder auch Pfosten mit eingebracht werden sollten, sodass man dann hier über eine 6-Kopf- oder eine 8-Kopf-Schweißmaschine nachgedacht hat, um diese mit einschweißen zu können, sowohl in Spitz, Stumpf oder auch Trapez. Dann gab es auch eine wirklich steigende Kurve hier in Bezug auf die Technik. In den 2000er Jahren hat sich gezeigt, dass mehr und mehr Technik, Elektronik, Servomotoren eben mit Einzug gehalten hat und man hier die Technik sozusagen aufgepimpt hat, um den Forderungen der Profile und der Systemgeber entsprechend nachkommen zu können. Ab 2015 natürlich dann kamen die Schweißmaschinen auf den Markt, bei denen man entsprechend Fräswerkzeuge mit berücksichtigt hat. Das ist natürlich hier später auch der Kernpunkt oder das Kernthema des Forums heute, um das es dann auch gehen wird. Und weitere Trends waren dann natürlich das Hochtemperaturschweißen und ein Stück weit klassisch auch das HFL-Schweißen oder Holzfensterlook. Jetzt dann natürlich Joachim, das war mal die Schiene zur Maschinenseite, wie wir uns entwickelt haben. Wie sah es denn auf der Systemgeberseite aus? Tja, Michael, vielen Dank und auch nochmal ein Hallo nach draußen.
Auch die Profillandschaft hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert, genauso wie die Maschinenlandschaft, die wir ja eben vom Michael Walter gehört haben. Und mit sicherlich einem kleinen Unterschied. Die Maschinenlandschaft hat sich in der Automatisierung, in der Elektroniktechnik sehr stark verändert. Allerdings das Grundprinzip des Schweißens, und da haben wir heute gleich mal unser Thema, mit dem Heizelement ist eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren nahezu unverändert verwendet worden am Markt. Bei den Profilen hingegen, muss man sagen, hat sich die Ausführung, die Art und Weise der Profile, so wie sie auch verarbeitet werden, doch sehr stark gewandelt in der Zeit. Und das kann man auch so ein bisschen an einem Raster festmachen, wie ich es hier zeigen möchte. Sodass man in den ersten Jahren mit dem Automatisierungsgrad 50er, 60er sehr schnell das Potenzial des Kunststofffensters und des Materials erkannt hat, aber natürlich auch die Herausforderungen entsprechend wurden. Und in den 70er, 80er, 90er Jahren hat man dann diese Einkammersysteme sehr schnell zu Mehrkammersystemen ausgebaut. Die Bautiefen wurden größer. Dann in den 80er Zweifachverglasung als Standard wurde aufgenommen. Und so haben sich die Profile sehr stark auch in der Optik weiterentwickelt. Und wir haben dann im neuen Jahrtausend, sagen wir mal, relativ eine sehr große Dynamik erhalten. Das Design wurde mehr und mehr, rückte mehr und mehr in den Fokus, muss man sagen. Runde Formen, eckige Formen, wie eben die Architektur sich auch verändert hat. Dann wurde Mitte 2000 der Anteil des Dreifachglases immer größer, sodass man dem Rechnung tragen müsste im Bereich der Bautiefe. Und so hat er die Dynamik mit der Gesetzgebung, Wärmeschutz etc. sehr stark auch auf die Profilentwicklung ihre Auswirkungen genommen, sodass wir hier einfach jetzt in den letzten 20 Jahren extrem dynamischen Prozess haben und sich gerade in der profilen Systemlandschaft da sehr viel getan hat. Auch natürlich mit neuen Verfahren, mit Hybridmaterialien, mit Klebetechnologie und so weiter haben wir da in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, sehr viel Schwung aufgenommen und sehr viel verändert. So, Michael, und jetzt müssten wir eigentlich dann mal wieder klären, wie wir da weitermachen. Absolut, Joachim, da hast du vollkommen recht. Denn in Vorbereitung auf das heutige Technologieforum haben wir uns natürlich vielen Fragen gewidmet und haben uns diesen auch gestellt. Und hier hat sich eine Frage ganz klar herauskristallisiert. Wie haben sich die Anforderungen an die Fenstersysteme und an die Schweißmaschinen verändert? Und von daher muss man sagen, hier gab es aufgrund des Wandels der Technik auf der Systemseite und natürlich auf der Maschinenseite einen entsprechenden Sprung und entsprechende Treiber, die uns hier bei der Antwort der Frage unterstützen. Zum einen natürlich die Materialien, die sich ganz stark verändert haben, mit denen wir es aktuell zu tun haben. Folgedessen aufgrund der Materialien Verbundwerkstoffe, Kompositwerkstoffe und natürlich dann auch zunehmend Aluschalen und auch Glasfaser in den Profilen. Aber Joachim, wie siehst du das von der Systemgeberseite aus? Ich denke, das ist auch eine spannende Frage. Also sicherlich hat sich von der Systemgeberseite eben auch die Anforderungen an die Profilsysteme verändert. Einmal ist es die Historie, wie man einfach gewachsen ist mit dem Markt. Das andere ist natürlich, dass die Umgebung von der Gesetzgebung, von den Richtlinien, von den Normungen sich auch stark verändert hat in den letzten Jahren. Wir haben hier eine deutliche Weiterentwicklung dann auch in der RAL-Gütegemeinschaft gehabt. Die RAL-GZ 716 bekam eine ganz deutlichere Schärfung am Markt. Man hat die Klebetechnologie mit aufgenommen. Das Thema Architektur, Design hat einfach deutlich mehr nochmal an Gewicht bekommen. Das Thema Bedienkomfort hat sicherlich auch nochmal Schwerpunkte bekommen. Die heutigen Baustile mit der Verdichtung, wo das Thema Schallschutz, Sicherheit, Absturzsicherung dazu kommt, das sind alles Themen, die eben die Anforderungen an die Systeme haben steigen lassen. Nicht zuletzt Themen, die jetzt natürlich aktueller sind denn je, Nachhaltigkeit und Recycling. Recycling, muss ich sagen, ist für unsere Branche eigentlich seit vielen Jahren ein Standard. Das haben wir, glaube ich, viel zu wenig am Markt schon transparent gemacht, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Zum Thema Nachhaltigkeit, das muss man natürlich jetzt aufarbeiten und auch transparent machen. Und so haben auch die Fertigungsprozesse bei den Kunden an Anforderungen zugenommen, sodass dort Typenvielfalt, Komplexität und so weiter einfach die Anforderungen erhöht hat.
und natürlich mehr denn je ökologische Herausforderungen beim Hersteller, die natürlich direkt bei uns landen. Wir versuchen da entsprechende Systeme zu entwickeln. Und um den Spagat jetzt wieder hinzumachen zum Schweißen, noch ein Punkt, der uns natürlich auch sehr stark betrifft bei den Fertigungsprozessen, ist das Thema Facharbeitermangel und Automatisierung. Da müssen wir mehr machen, da müssen wir stärker werden. Das beißt sich manchmal vielleicht ein bisschen auch in der Begrifflichkeit, aber wir haben ja heute ein Thema Schweißen und da ist das Thema ja auch, glaube ich, ganz passend und da kannst du, glaube ich, ganz gut drauf aufsitzen, jetzt Michael. Genau, Joachim. Vielen Dank für die einleitenden Worte in den Punkt 3 hier. Wir nennen es State of the Art oder natürlich hier dann die wichtigsten Schweißverfahren, aber Sie sehen es schon, konventionelles Schweißen mit Nut, das kennt natürlich wahrscheinlich jeder von Ihnen, oder? Also ich denke schon. Von daher schauen wir uns mal an, was sind die Eigenschaften, was sind die Vorteile und natürlich auch die Nachteile. Konventionelles Schweißen mit Nut in verschiedenen Ausführungen, wie wir es heute am Markt auch immer wieder noch erleben, breite Nut, schmale Nut, V-Nut. Natürlich die Eigenschaften sprechen zum einen für das Verfahren. Wir haben einen klassischen Look, der dafür sorgt, dass das Verfahren doch relativ bekannt ist und dadurch auch eine entsprechende Vielfältigkeit am Markt bietet. Natürlich dann die Nut, die hier jeder kennt, ob breit, schmal, bietet verschiedene Vorteile. Zum einen natürlich auch den Profilhöhenausgleich, wenn es mal Toleranzprobleme gibt am verschweißten Profil. Aber natürlich auch zum anderen haben wir an dieser Stelle eine relativ einfache Verarbeitung, was dazu führt, dass wir einen gewohnten Fertigungsprozess haben, mit dem auch aktuell eben jeder umgehen kann und auch aus der Vergangenheit heraus schon kennengelernt hat. Nachteile gibt es natürlich auch an dieser Stelle. Wie so viele von Ihnen kennt man ja das Problem mit Folierungen am Profil oder an der geschweißten Ecke, dass hier immer wieder noch nachgearbeitet werden muss. Das ist natürlich für viele ein großes Problem, aufgrund dessen, dass hier dann entsprechend Zeit aufgewendet werden muss. Das ist jetzt noch ein schöner Punkt, dann auch zur nächsten Folie. Ich bringe Ihnen schon mal unzureichende ästhetische Optik. Das war natürlich so ein Stichwort auch für uns bei modernen Schweißverfahren, auf das ich dann gleich noch eingehen werde. Ästhetische Optik, die Nut hat bei vielen gesagt, das kann doch noch schöner werden, das kann sich doch entwickeln, das kann schöner aussehen. Die Nut sollte durch etwas anderes Optisches ersetzt werden. Und natürlich der letzte Punkt hier bei den Nachteilen auf der Baustelle draußen hat man es auch immer wieder erlebt, dass es dann doch zu Reklamationen kam durch das Nachmalen, die eben auch erst auf der Baustelle entdeckt wurden. Konventionelles Schweißen mit Nut, das haken wir an dieser Stelle mal ab. Ich denke, nun kommen wir mal zu dem, weswegen Sie uns hier heute auch sozusagen über die Schulter schauen. Eines der wichtigsten Schweißverfahren oder das Schweißverfahren, mit dem wir es jetzt dann aktuell immer wieder zu tun haben. Hier heißt es schön nahtlos schweißen. Im Vorfeld auf die Veranstaltung haben wir uns auch die Frage gestellt, wie betiteln wir das? Es gibt schweißraupenlos, es gibt wulstfrei. Wir haben es hier an dieser Stelle mal nahtlos schweißen getauft, denn man sieht ganz gut auf dem Bild an der Seite, wir haben hier keine Schweißwulst, wir haben keine Nut, wir haben hier einfach ein tolles verschweißtes Ergebnis von 2 Profilstäben. Aber natürlich zu den Eigenschaften, man kann es ganz gut hier auch nochmal rauslesen. Wie gerade schon gesagt, wir haben keine Schweißwulst und natürlich für viele Verarbeiter hier an dieser Stelle auch eine reduzierte Nachbearbeitung, sodass diese geschweißten Ecken nicht nochmal extrem oft und lange in die Hände genommen werden müssen zum Nacharbeiten von verschiedenen Stellen an den geschweißten Ecken. Und auch ein Zurückschneiden der Folie ist hier nicht erforderlich, womit wir in der Branche auch immer wieder zu tun haben, wenn wir diese Schwierigkeiten haben, dass zeitoptimiert Folie zurückgeschnitten werden muss, ist natürlich hier an dieser Stelle nicht mehr der Fall. Vorteile natürlich ganz klar auch, wir haben die Möglichkeit, verschiedenste Oberflächen zu realisieren. Da gehen wir dann später auch nochmal drauf ein. Dadurch, dass sich ja die Materialien verändert haben, haben wir auch neue Ansprüche, neue Anforderungen, denen wir uns als Maschinenhersteller immer wieder neu stellen müssen. Und folgedessen kommen wir auch mit diesen Oberflächen an dieser Stelle mit Hilfe des Systems Nahtlosschweißen sehr gut zurecht. Dann haben wir natürlich noch eine super Dichtungsbearbeitung, was für viele Verarbeiter auch immer wieder eine große Frage aufwirft. Wie entwickelt sich denn die Dichtung hier nach dem Schweißen? Und aufgrund dessen, dass die Dichtung befräst werden kann, haben wir im Anschluss auch eine super performe Dichtung.
Der eigentliche Vorteil natürlich dann, ich hatte es gerade schon erwähnt, ist die grandiose Optik und Haptik. Man sieht es hier, wie gesagt, gerade auch in dem eingeblendeten Bild, dass wir eine tolle Stoß-an-Stoß-Verbindung haben, bei der wir einfach keine Nut haben und auch eben keine Schweißwulst. Aber man muss es auf alle Fälle erwähnen, auch diese Technik führt dazu, dass man auf der Fensterbauseite entsprechend einen höheren Investitionsaufwand hat. Um Ihnen im Anschluss jetzt mal einen Überblick geben zu können, welche Schweißverfahren denn auf dem Markt aktuell vorhanden sind, haben wir für Sie 3 Schweißverfahren zusammengestellt und zeigen Ihnen in dem Video nun, wie das dort stattfindet. Ich würde sagen, an dieser Stelle, Film ab. Am Beispiel der Schweißmaschinenhersteller in der Gütegemeinschaft Kunststofffensterprofilsysteme zeigen wir Ihnen die wichtigsten Schweißverfahren am Markt. Der Vollständigkeit halber gibt es noch andere Mitbewerber, die Maschinen für konventionelle und nahtlose Schweißverfahren anbieten. Beginnen wir mit dem klassischen Stumpfschweißen. Beim klassischen Stumpfschweißen werden die Kunststoffprofile am Anschlag zentriert. Das Heizelement, hier mit blauer Folie, fährt vor und erwärmt die Profile. Hiernach werden sie zusammengedrückt. Gleichzeitig drückt ein Stempel die graue Dichtung zusammen, damit die Glasscheibe später im Rahmen sauber aufliegt. Die Spanner fahren ein Stück auseinander, damit die Schweißwulst frei liegt. Hiernach öffnen sich die Spanner komplett und der verschweißte Kunststoffrahmen wird zur Verputzmaschine austransportiert. Dort werden Schweißraupen im Sicht- und Funktionsbereich des Profils entfernt. Kommen wir zum Fügedruckverfahren. Zunächst wird die Innenbegrenzung der Schweißmaschine exakt auf die Profilbreite angepasst. Dann fahren die Profilstangen automatisch auf die Einlegeposition und werden eingespannt. Die Kanten des Kunststoffprofils werden angeschmolzen und direkt zusammengefügt. Das Besondere bei diesem Verfahren ist, dass die entstandene Schweißraupe noch während des Verschweißens mit Maximalkraft entfernt wird. Dafür wird sie nach innen gedrückt. Abschließend öffnet sich der Spanner und der fertig verschweißte Fensterrahmen wird weiter transportiert. Mit dem Fügedruckverfahren lassen sich Kunststoffprofile mit und ohne Schutzfolie verschweißen. Werfen wir einen Blick auf das Fräsverfahren. Nachdem die Schweißmaschine richtig positioniert ist, wird das Kunststofffensterprofil eingelegt und befräst. Das geschieht an den 4 Maschinenköpfen gleichzeitig. Dann fährt der Heizspiegel zwischen die Profilstäbe und wärmt diese auf. Vor dem Verschweißen wird zum zweiten Mal überschüssiges Material an den Gärungsflächen abgefräst, was das Besondere an diesem Verfahren ist. Anschließend fahren die Heizelemente erneut zwischen die Profilstäbe. Das fertig geschweißte Rahmenelement wird ausgespannt und zur Verputzmaschine austransportiert. Das Ergebnis nach dem Verputzen sind Stoß-auf-Stoß-Verbindungen ohne Schweißraupe. Das ist sowohl mit weißen unfolierten Profilen, aber auch mit Profilen in Holzoptik möglich. Nun haben Sie hier diesen Überblick der aktuell am Markt verfügbaren Schweißverfahren gesehen. Sie können nachher gerne dazu auch im Chat noch Fragen stellen. Aber mit Blick auf die Uhr widmen wir uns hier der nächsten Folie, bei der es um Schweißverfahren und Gütesicherung geht. Denn wie vorhin schon bereits erwähnt, ist es so, dass auch moderne Schweißverfahren mittlerweile Einzug in die Gütesicherung gezogen haben und damit beschäftigen wir uns auch seit 2006 intensivst innerhalb des Arbeitskreises, zu dem wir eben auch gehören und auch andere Maschinenhersteller und Systemgeber. Und seit 2016 versuchen wir dort eben auch verschiedene Schwierigkeiten zu besprechen und im Rahmen der Gütesicherung und der Gütegemeinschaft für den Fensterbau zu lösen. Joachim, zum nächsten Punkt denke ich, RAL GZ 716, kannst du aufgrund des Systemgeberparts vielleicht etwas mehr sagen? Tja, Michael, das mache ich gerne an der Stelle. Wir haben ja jetzt in einem tollen Film gesehen, was die Maschinenindustrie, ich nenne es jetzt einfach mal so entwickelt hat. Und ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Das ist wirklich ein ganz tolles Endergebnis am Produkt. Natürlich müssen wir aber auch schauen, dass wir die Qualität des Produkts am Endeffekt hochhalten, so wie wir es heute haben.
Und in der RAL-GZ gibt es nun mal eine Vorgabe, die ist heute nach wie vor noch aktuell. Das heißt, unser Druckbiegeversuch und die Herleitung der Bruchwerte sind nach wie vor aktuell und ist unsere Referenz für uns als Systemgeber. Und so ein bisschen als Systemgeber gesprochen, schlagen ja 2 Herzen in meiner Brust im Vergleich zur Gütegemeinschaft, muss ich sagen, bei dieser Schweißtechnologie hatten wir schon so ein bisschen das Gefühl, dass man uns dann informiert hat, als es dann eigentlich fertig war. Und ich glaube, wie man jetzt gesehen hat in den letzten Jahren, auch in unserer Zusammenarbeit im Arbeitskreis, wird es doch auch für die Zukunft extrem wichtig sein, dass wir da gemeinsam am Markt frühzeitig uns austauschen, eben Regelungen finden, Sprachregelungen finden auch und nach außen am Markt gemeinsam auftreten. Und ich glaube, das wird solche Entwicklungen voranbringen. Wir sind jetzt dabei, das eben da ein bisschen aufzuholen. Da geben wir jetzt ein bisschen Gas. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und wir wollen da einfach die Schnittstellen in Zukunft besser bedienen. Und darf dir das jetzt wieder ein bisschen an die Hand geben, dass wir natürlich jetzt im Arbeitskreis auch das thematisiert haben und da festgelegt haben, dass wir auf guter wissenschaftlicher Basis da ein paar Ergebnisse erzielen wollen. Und da haben wir mit dem SKZ was angeschoben, Michael. Jetzt, ja, genau, auf alle Fälle. Du sagst es genau richtig. Und auch hier der abschließende Punkt auf der Folie sagt es schon, SKZ-Ergebnis. Innerhalb der Gütegemeinschaft und des Arbeitskreises haben wir dem SKZ einen Auftrag erteilt, hier zu prüfen oder sich dem Thema neue Schweißverfahren und dessen Ergebnisse anzunehmen. Und ich will hier nur kurz mal diesen Ausblick geben, denn im Folgevortrag wird man dort im Detail nochmal ein paar Einblicke dazu geben, wie denn da der aktuelle Stand der Ergebnisse ist. Aber springen wir zum nächsten Punkt, denn wir haben uns natürlich immer wieder trotzdem auch noch weitere Fragen gestellt, denn wer ist der Treiber für die Weiterentwicklung, mit dem wir es hier zu tun haben? Und dafür haben wir einige Perspektiven zusammengefasst. Zum einen die Perspektive des Maschinenherstellers, der Systemhäuser und eben auch des Fensterbaus. Perspektive Maschinenhersteller. Ich finde hier an der Stelle ganz spannend auch, denn auch wir haben mit steigenden Ansprüchen zu tun, mit denen wir aufgrund der Gespräche mit unseren Kunden immer wieder zu tun haben, dass die Kunden zu uns sagen, okay, die Technik am System, die Technik am Profil verändert sich, wie können wir denn damit umgehen? Dann kommt natürlich auch immer wieder noch die Frage auf, dass die manuellen Prozesse reduziert werden sollen, die manuellen Tätigkeiten sollen heruntergeschraubt werden. Es will mehr und es muss auch mehr automatisiert werden. Und folgedessen haben wir uns auf der Maschinenseite immer wieder noch Gedanken gemacht, wie wir diese Prozesse in der Fertigung bei unseren Kunden automatisieren können und können eben diese Wünsche im Dialog mit unseren Kunden und eben auch in dieser Dreiecksverbindung, wie der Joachim, wie du gerade auch gesagt hast, eben kombinieren und transparent kommunizieren. Als nächstes dann die Perspektive des Systemhauses. Joachim, ich bin gespannt, wie eure ist. Also natürlich gibt es bei uns auch Treiber von solchen Entwicklungen, das muss man natürlich sagen. Wir sehen es eigentlich gar nicht als Versus, so wie wir es in der Übergangsfolie gesehen haben, sondern bei uns, wir versuchen eigentlich einen Einklang zu finden, sowohl dass Effizienz und Optik sich nicht ausschließen, sondern beide als Treiber am Markt fungieren. Und haben wir schon öfters gehört, den Begriff heute. Natürlich das Thema Design, Farben, Oberflächen ist in den letzten Jahren einfach sehr stark aufgekommen als Treiber. Und da tut natürlich die Schweißtechnologie, die neue, ihr Übriges dazu, dass das nochmal aufgewertet wird. Und der Verbraucher, die Individualität zum Endverbraucher hin wird immer mehr gefordert, wird immer größer. Und eben entsprechende Prozesse bei unseren Kunden müssen abgestimmt, kundenindividuell abgestimmt auf das entsprechende Portfolio des Kunden mit all den neuen Technologien. Und natürlich, was im Moment ein aktueller Treiber ist und was, glaube ich, auch uns die nächsten Jahre nicht loslassen wird, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit in der Fertigung. Dass wir das transparent sowohl zum Kunden machen, also bewerten, als auch zum Endkunde hin, dass wir als PVC-Fensterindustrie da einfach ganz tolle Vorteile haben und da wirklich punkten können und am Markt auf jeden Fall bestehen können. Ne? Genau, Joachim, vielen Dank dafür, denn zu guter Letzt haben wir noch die Perspektive des Fensterbauers, die hier ganz klar nicht zu kurz kommen darf. Und da haben wir uns im Vorfeld auch abgestimmt und haben mal
Rücksprache auch mit unseren Kunden gehalten, sowohl auf der Systemgeber- als auch auf der Maschinenseite, dass wir hier uns einen Input geholt haben, wie denn die Perspektive der Fensterbauer unserer Kunden eben in der Dreiecksbeziehung aussieht und haben auch erfahren, dass hier entsprechend ein Wettbewerbsdruck steigt, denn der eine Fensterbauer möchte gerne schneller als der andere sein, er möchte gerne einen anderen Prozess, er möchte auch gerne andere Ergebnisse anbieten, was dann dazu führt, dass sich auch die Anforderungen an das Profil dahingehend verändert haben für den Fensterbauer. Ja, da muss man eindeutig sagen, Michael, gerade die Anforderungen an die Architektur, das hat eben mit der Bauverdichtung heutzutage auch zu tun, sind da immer größer geworden. Eben Design ist ein Thema, Bedienkomfort, ganz wichtig im Zuge des Themas auch barrierefreien Bauens ist das immer zu berücksichtigen. Und natürlich sucht jeder Kunde sein Heil in der Differenzierung. Wir versuchen durch verschiedene Technologien diese Differenzierung herzustellen, sowohl natürlich in der Dynamik des Systems, aber auch natürlich letztendlich in der Automatisierung und Verarbeitung bei den Kunden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der dann im Prinzip auch im Prozess und in der Fertigung ja zu einer gewissen Wertschöpfung führt. Und da gehört ihr ja auch dazu. Definitiv. Also du sagst, dass Wertschöpfung wird auf der Kundenseite mittlerweile immer größer geschrieben. Auch der Mitarbeitermangel, der Fachkräftemangel führt dazu, dass man den Blick auf die Wertschöpfung aus Kundenseite nochmal ganz anders legt und auch hier mit uns mehrfach in den Dialog geht, was dann dazu führt, dass unsere Kunden, wir müssen ja sagen, unsere Kunden auch bereit sind, mehr Invest zu planen, damit sie hier die Wertschöpfung eben anders stabilisieren mit Hilfe neuer Technologien und eben anderer Maschinen. Was dazu führt, dass wir wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren mehr Automatisierung und mehr automatische Prozesse innerhalb des Fensterbaus haben werden. Aber was fehlt noch zum Schluss, Joachim? Natürlich die Branche an sich, die Perspektive aus der Branche. Und folgedessen sind wir natürlich heute hier zusammengekommen in dem Technologieforum, um die Branche hier zu vereinen, Maschinenhersteller, Systemgeber und natürlich die Gütegemeinschaft. Und an dieser Stelle sind wir gespannt, was im Folgevortrag kommt. Wir sind gespannt auch, was an Chatfragen kommt und wie sich die Podiumsdiskussion später entwickeln wird. Aber wir sind nun am Ende unseres Vortrags. Jawohl. Da gesehen einmal vielen Dank natürlich an dich, Michael, für die tolle Kooperation, dass wir das gemeinsam machen können. Natürlich auch vielen Dank an die Gütegemeinschaft, dass wir uns hier präsentieren können. Und bedanken uns natürlich auch bei den Zuhörern, warten auf die Chatfragen und sind super gespannt auf ein ganz interessantes Podium. Gut, dann nehmen Sie mich wieder an Ihre Seite. Ja, wir haben eine Frage aus dem Chat, die ich jetzt an Sie, Herrn Walter, richten darf. Die Frage lautet, lässt sich abschätzen, wie hoch in der Branche in Deutschland mittlerweile der Anteil an nahtlosem Schweißen ist? Okay, das ist auf alle Fälle eine spannende Frage und ich muss jetzt ein Stück weit hierher von der Gütegemeinschaft und der Position als Obmann des Arbeitskreises mich entfernen und als Maschinenhersteller hier auch antworten und aufgrund dessen, dass Sie ja wissen, es gibt neben uns auch noch andere Maschinenhersteller, die Techniken anbieten zum Herstellen dieses Endprodukts, dieser Ecke, lässt sich das ein Stück weit schon schwer abschätzen, aber es ist auf alle Fälle, es zeichnet sich ab, dass der Anteil auf alle Fälle steigt und mehrere größere Fensterbauer mittlerweile den Weg auch gegangen sind und sich für die Technologie entschieden haben. Gut, also ohne eine Zahl zu benennen, Tendenz steigend. Tendenz auf alle Fälle steigend, ja. Gut, prima. Meine Damen und Herren, ich denke, das war ein sehr, sehr breiter Vortrag. Sie haben uns einen großen Überblick gegeben, auch viele Einblicke. Ich darf mich an der Stelle bedanken und auf den folgenden Vortrag nun überleiten. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Die beiden Herren hatten das ja schon angedeutet. Sehr wichtig ist natürlich, dass man dieses breite Feld, und ich würde es mal so formulieren, wir haben in der Ecke hier natürlich eine Innovations- und Qualitätszone. Was bedeutet, hier Gütesicherung, hier spielt die Gütesicherung eine wichtige Rolle. Insofern haben wir jetzt auch den nächsten Vortrag ausgerichtet auf die Thematik lebenslange Freude am Fenster, Gütesicherung von Eckschweißverbindungen. Herr Grevenick ist Mitglied des Güteausschusses, also von der Perspektive her kann er natürlich sehr gut die Position der Gütegemeinschaft hier vertreten. Er ist seit vielen Jahren Mitglied des Güteausschusses und wird einen kurzen Abriss geben, inwieweit diese Thematik Innovation, es geht auch um das Thema Sicherheit, in der Ecke vereinigt ist und wie das innerhalb der Gütegemeinschaft in Anforderungen übersetzt wird.
Und ich freue mich, dass wir Herrn Dr. Kraus vom Süddeutschen Kunststoffzentrum zugeschaltet haben, der in diesem Vortrag dann auf den innovativen Teil eingehen wird und insbesondere wie eben durch moderne Prüfverfahren dann auch die Sicherheit gegeben wird, dass wir mit den Verfahren auf dem richtigen Wege sind. Meine Herren, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, danke schön, Herr Feigenbutz. Ja, erstmal schönen guten Morgen an alle, die hier teilnehmen. Und vielleicht noch mal ganz kurz an Herrn Dr. Kraus. Können Sie uns hören? Ich kann Sie gut hören, Ja, Herr Grevenich. Dankeschön. Guten Morgen. Dann können wir loslegen. Ja, das Thema Gütesicherung wollen wir heute durchgehen. Und der Begriff, ich sage mal so, wenn ich meine Kinder fragen würde, dann würden die sagen, naja, Papa, das passt, ist vielleicht ein bisschen angestaubt. Aber ganz zu Unrecht muss man sagen, denn die Gütesicherung ist ja ein zentrales Thema. Wir wollen ja wissen, was das Fenster oder die Ecke kann. Und Sicherung heißt ja, dass wir das nicht nur für heute oder kurz wollen, sondern lang. Und das ist schon die Einleitung in den Vortrag, weil wir wollen ja im Grunde genommen Gütesicherung, wir wollen Nachhaltigkeit haben. Und das ist ja doch ein ganz besonderer oder moderner Begriff. Und wir haben deswegen gesagt, den Titel des Vortrags, den nennen wir nicht Gütesicherung, sondern lebenslang Freude am Fenster. Und das ist das Thema. Und im Grunde genommen ist deswegen Gütesicherung ein ganz, ganz moderner Begriff, den wir natürlich hier prima in der heutigen Zeit verwenden können. Und da sind wir schon mitten im Thema drin, in der Erfolgsgeschichte des PVC-Fensters, weil das Schweißen ist ja ein ganz zentraler Bestandteil dieser Technologie beim Fensterherstellen. Das wollen wir hier nochmal deutlich machen, weil ohne das einfache Schweißen von PVC hätte vielleicht das PVC-Fenster nicht den Erfolg gehabt, den wir heute haben. Als, glaube ich, 1954 das Fenster sozusagen erfunden wurde und heute, sagen wir, einen Marktanteil von annähernd 60% hat. Und die Eckverbindung, die wir da schweißen, ist mehr als vielleicht nur eine Verbindung, denn sie dichtet ab und sie bringt auch einen gewissen Toleranzausgleich vom Zuschnitt oder von der Länge der Profile. Das heißt, insofern ist ein ganz wichtiger Bestandteil im Fenster und entsprechend hoch ist die Wichtigkeit auch bei uns, sage ich mal, in den Gremien, zum Beispiel in der Gütegemeinschaft, im Güteausschuss. Und sozusagen ist auch das Schweißen ein zentraler Punkt in der Güterichtlinie. Und deswegen heute auch das Thema, wir müssen uns bei neuen Entwicklungen immer ganz intensiv abstimmen und das Thema natürlich auch mit allen Partnern, die wir da haben, ob die Maschinenindustrie, ob die Systemgeber und natürlich auch Sie als Fensterhersteller, da müssen wir alle mit einbinden. Und wenn man mal einfach schaut, wo sind dann die Regelwerke, auf die wir uns da beziehen, dann habe ich mal von links nach rechts das ein bisschen dargestellt. Und das ist einmal die europäische Norm, die wir jetzt hier uns anschauen. Das ist die EN 12608 Teil 1, müssen Sie eigentlich gar nicht kennen, aber das ist für uns als Systemgeber ein ganz zentraler Baustein. Und darauf aufbauend haben wir uns dann natürlich in der Gütegemeinschaft angeschaut, ja, was brauchen wir dann da? Und das haben wir verfeinert in der RAL GZ 716. Das ist Ihnen, glaube ich, schon mehr bekannt und logischerweise alle, die dann RAL-Fenster herstellen, die schauen sich auf die, sagen wir, RAL GZ 695 an. Also von daher zieht sich das Schweißen in den Richtlinien logischerweise durch, weil ein ganz zentraler Prozess. Und das alle kennen Sie. Was heißt Gütesicherung konkret? Das ist der ganz einfache Test, den wir in Deutschland machen, der Druckbiegetest. Es gibt auch andere, aber das hat sich bei uns so richtig schön durchgesetzt. Wir schneiden eine Ecke und dann drücken wir von oben drauf und testen das. Und diese Kraft F ist immer ganz entscheidend für diese Bewertung dieser Festigkeit dieser Ecke. Und vielleicht zu den Begriffen, weil das ist auch immer wieder ein bisschen eine Fragestellung, wenn Sie als Kunde an uns rankommen, was heißt denn das überhaupt? Und wir als Systemgeber, wir ermitteln sozusagen eine Schweißeignung. Und das ermitteln wir rechnerisch auf Basis dieser, sagen wir, europäischen Normung. Und das ist und bleibt auch unsere Messlatte in der internen Kontrolle in unserer Profilfertigung oder von allen Systemgebern. Und das machen wir natürlich, sage ich mal, das kontrollieren wir regelmäßig intern, aber logischerweise, weil wir hier in der Gütegemeinschaft sind, da wird das auch extern überwacht. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil dieser externen Überwachung. Und diese Qualität, die wir da seit langen, langen Jahren ja schon machen, die wird logischerweise auch durch Audits immer wieder sichergestellt. Das heißt, intern als auch externe Prüfungen. Das ist unser Versprechen an Sie, dass das immer sichergestellt ist. Und Sie als Fensterhersteller kennen wahrscheinlich einen anderen Wert, also nicht die Schweißeignung, sondern das ist die Eckfestigkeit und das ist die Bewertung für Sie in Ihrem Schweißprozess. Also was machen wir da? Da bewerten wir die Praxisbedingungen in der Herstellung. Also es ist nicht nur, ich sage mal so einfach,
der Schweißprozess, sondern auch die Lagerung, der Zuschnitt, alles da kommt zusammen und die Schweiß- oder Eckfestigkeit ist dann 80% der sogenannten Schweißeignung. Und das machen wir als Systemgeber. Sie bekommen von uns entsprechende Werte für jedes einzelne Profil, die man dann erreichen muss. Und das ist natürlich für Sie ganz wichtig, sag mal, einfach für die werkseitige Produktionskontrolle. Das ist der Wert, den Sie von uns zur Verfügung bekommen. Und jetzt ist immer die Frage, ja, jetzt haben wir neue Schweißverfahren, Schweißtechnologien, würde ich vielleicht vorsichtig sagen, weil das Schweißverfahren an sich ja ist immer noch ein Heizelement Stummschweißen, aber die Technologie dahinter, die hat sich immens weiterentwickelt. Und von daher ist immer die Frage, ja, kriegen wir dann auch andere Vorgabewerte? Und da müssen wir ganz klar sagen, von Seiten der Systemgeber, nein, das hat sich ja bewährt. Und Sie bekommen von uns die gleichen Vorgaben, egal ob das ein Diagonal- oder Parallelschubverfahren ist, egal ob Profile mit oder ohne Dichtung verwendet werden, egal ob Standard- oder Hochtemperaturschweißen und logischerweise auch unabhängig davon, ob Schweißen mit oder ohne Wulst. Und für uns ist wichtig, dass die Fenster natürlich langlebig bleiben und da keine Probleme haben. Das heißt, wir stehen für das Vertrauen in das Produkt und dafür steht natürlich auch die Gütegemeinschaft, die GKFP. Und wir sind zwar als Systemgeber mit der Maschinenbranche, mit vielen Systemgebern da im Gespräch, aber hin und wieder muss man als Fachmann auch vielleicht andere Fachleute dazu nehmen, sodass wir da vertrauensvoll auch mit weiteren Instituten zusammenarbeiten. Und wir haben hier einfach uns ein paar Fragen gestellt und dann starke Partner an unsere Seite gezogen und in dem Falle das SKZ mit einer wissenschaftlichen Untersuchung beauftragt. Das ist so ein starker Partner, der seit vielen, vielen Jahren die Kunststofftechnik begleitet und auch die Schweißtechnologie schon seit vielen, vielen Jahren hier im Fokus hat und immer wieder Impulse gibt für weitere Untersuchungen und Entwicklungen. Und die Fragestellung, die wir uns hier gestellt haben, war, ja, was ist überhaupt mit so einer Eckfestigkeit über eine lange, lange Zeit? Wir kennen jetzt die Kurzzeitfaktoren, das heißt, wir machen einen Eckenbruchtest und bekommen dann einen guten Wert. Aber wie ist das mit dem Langzeitverhalten einer solchen Ecke? Und diese Frage haben wir ans SKZ gestellt. Sind die damit hergestellten Fenster genauso langlebig wie früher? Fragezeichen. Und das Ziel dahinter ist ganz klar, dass wir auch in Jahrzehnten noch Freude am Fenster haben wollen, weil das ist genau, sagen wir, das Vertrauen, was wir in uns setzen und was wir natürlich sicherstellen wollen. Langzeitverhalten, Vertrauen in die Langlebigkeit der Produkte, sozusagen im großen Kontext der Nachhaltigkeit, weil je länger ein Fenster hält, und wir wissen, das hält eine Generation oder noch länger, ist das sichergestellt. Und damit darf ich übergeben an den Herrn Dr. Kraus vom SKZ, der dieses Thema jetzt präsentieren darf. Ja, vielen Dank, Herr Grevenich, für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, schöne Grüße aus Würzburg. Herr Grevenich, damit ich Ihnen diese Frage beantworten kann, muss ich erst meinen Blick in die Vergangenheit werfen und Sie entsprechend über die Entwicklungen der letzten Jahre im Schweißbereich aus der Sicht der Forschung zu informieren. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich noch 2, 3 Sätze über das SKZ verlieren, um die Fragen zu beantworten. Wer sind wir? Was machen wir? SKZ ist ein gemeinnütziges, neutrales und unabhängiges Institut mit dem Schwerpunkt Kunststoff. Wir beschäftigen heute insgesamt ca. 430 Mitarbeiter und mit 50 Mitarbeitern im Bereich der Außenweiterbildung führen wir ca. 600 Kurse durch, bei denen uns jährlich ca. 10.000 Teilnehmer besuchen. In insgesamt 100 öffentlichen Forschungsprojekten arbeiten insgesamt 130 Forscher und Entwickler an diversen Thematiken, an diversen Lösungen für die Industrie. Wir prüfen die Kunststoffprodukte nach mehr als 1000 Normen und Richtlinien. Nächste Folie bitte. Erste Forschungsergebnisse zum Schweißen von PVC-Fensterprofilen sind aus den 80er Jahren bereits schon bekannt. So wurde zum Beispiel 83 und 87 an den allgemeinen Schweißparametern für die PVC-Profile, zum Beispiel für die unterschiedlichen Bewegungsführungen der Schweißmaschinen, wie zum Beispiel parallel und diagonal, gearbeitet. Auf Basis dieser Untersuchungen wurde zum Beispiel ein Sonderdruck der Gütegemeinschaft Kunststofffensterprofile mit dem Namen Prüfung, Berechnung und Beurteilung der Festigkeit von geschweißten Ecken aus PVC-Fensterprofilen Ende der 80er Jahre erstellt. Diese Berichte, die Sie jetzt hier sozusagen analog sehen, sind aktuell digitalisiert worden. All die Ergebnisse haben wir noch
Die sind vorhanden und liegen dem SKZ noch digital vor. In diesen Untersuchungen wurden für die Schweißung zum Beispiel je nach Schubrichtung, parallel oder diagonal, optimale Schweißparameter ermittelt. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel unterschiedliche Drücke, wenn wir jetzt die beiden Auflistungen miteinander vergleichen. Aber auch andere Parameter unterscheiden sich je nach Schubrichtung. Aus diesen Untersuchungen hat sich auch ein optimaler Zeitweg bzw. Druckzeitverlauf ergeben, der bis heute eben für den Bereich Eckschweißung seine Gültigkeit hat. Ja, durch diese Untersuchungen stieg dann auch die Wahrnehmung der Qualitätssicherung in der Branche. Es folgen diverse Aktivitäten zur Prüfung einer geschweißten Ecke. So werden zum Beispiel verschiedene Prüfverfahren mit entsprechenden Prüfparametern entwickelt. Die letzten beiden Verfahren, die hier auf der rechten Seite jetzt dargestellt sind heute noch Stand der Technik und werden zur Ermittlung der Kurzzeitfestigkeit gerne hergenommen. Ja, jetzt kommen wir langsam in die 2000er. Nächste Folie bitte. Da haben sich die Rezepturen geändert. Da wurden die Cadmiumstabilisatoren im Jahr 2001 verboten und Bleistabilisatoren sollten eben auf einer freiwilligen Basis, auf ein Minimum zurückgefahren werden, reduziert werden. Schweißen bei niedrigen Temperaturen, ich nenne das jetzt mal so, also diese Standardparameter, die in den 80ern entwickelt wurden, blieb dabei lange unverändert. Der Herstellprozess eines Fensters wird dabei analysiert und man hat festgestellt, dass Schweißen maßgebend für die Fertigstellung eines Fensters eben verantwortlich ist. Seitens der Industrie besteht dabei ein Wunsch, eben diesen Schweißprozess entsprechend zu optimieren und entsprechend zu beschleunigen. Und der MSKZ startet ein Forschungsvorhaben, in dem wir Schweißen bei höheren Temperaturen untersuchen. In diesen Untersuchungen, nächste Folie bitte, wurden 7 verschiedene kommerziell erhältliche Weißprofile untersucht. Als Ergebnis dieser Untersuchungen konnte dann eben festgehalten werden, dass optimierte Schweißparameter zu deutlich kürzeren Schweißzeiten führen können. Eine weitere sehr wichtige Erkenntnis lag dabei in den höheren Festigkeiten der geschweißten Fensterecke. Die verwendeten Parameter, die zu einer Reduktion der Zykluszeit um ca. 24% beigetragen haben, sind hier in dem Diagramm dargestellt. Das ist nämlich die Temperatur am Heizelement bei 280 Grad. Die Anwärmzeit lag dabei bei 10 Sekunden, die Fügezeit bei 30 Sekunden und wenn wir von einem Druck sprechen, Angleichdruck und Fügedruck lag dabei bei 0,42 Newton pro Quadratmillimeter. Die Eckfestigkeit konnte bei der Einhaltung dieser Parameter entsprechend um 17% weiterhin gesteigert werden, was natürlich ein sehr positives und überraschendes Ergebnis war. Des Weiteren wurde der Einfluss erhöhter Schweißtemperaturen auf die sogenannte Thermostabilitätszeit hin untersucht. Diese Prüfung wird auch zum Beispiel Dehydrochlorierungsverfahren oder eben kurz DHC-Prüfung genannt. Hierzu wurden Materialproben aus verschiedenen Stellen an einer geschweißten Ecke herausgenommen, in der Schweißnaht, in dem Wulstbereich und eben im Grundmaterial und miteinander verglichen und geprüft. Als Ergebnis dieser Untersuchungen kam dabei heraus, dass im Nahtbereich kein thermischer Überbeanspruch des Materials nach der Schweißung vorlag. Einmal klicken nochmal bitte, da kommt eben auch eine verputzte Fensterecke, die dabei auch diese Verfärbung dann eben, oder das zeigt, dass es eben auch im geschweißten Bereich keine Verfärbung an der Stelle vorliegt. Im gleichen Projekt wurde dann anschließend direkt von den die nächste Folie bitte, direkt von den Schweißparametern abhängige Kosten untersucht, die sogenannten Energie- und Lohnkosten. Und bezogen jetzt auf den Schweißvorgang ergeben sich dabei kaum Unterschiede im Energieverbrauch. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit des Schweißprozesses ist damit direkt von der Zykluszeit abhängig, was natürlich ein großer Vorteil, natürlich als großer Vorteil für die Fensterbranche, für den Fensterbau gewertet werden kann. Das Schweißen bei unterschiedlichen Temperaturen wurde ebenso hinsichtlich der Kosten, Umweltkriterien, wie zum Beispiel Energieverbrauch, Emissionen und so weiter und entsprechend der Nahtqualität bewertet. Und Ergebnis des Projektes
konnte abschließend zusammengehalten werden, dass eine Empfehlung für Hochtemperaturschweißbedienungen bei ca. 280 Grad und diesen Angleichzeit von 10 Sekunden, die konnten eben ausgesprochen werden. Ja, nun kommen wir in das Jahr 2021 und wir reden jetzt von einem Auftrag an SKZ. Die Fragen, die Sie auf dieser Folie lesen können, beschäftigen natürlich die heutige Forschung. Wie wirken sich die zyklische Langzeitbelastungen und die Festigkeit der Fensterecken aus? Besitzen die Fensterecken mit hohen Druckkräften in der Kurzzeitprüfung auch bessere Ermüdungseigenschaften? Und um diese Fragen zu beantworten, wurde in einem Prüfauftrag von der Gütegemeinschaft an SKZ die zyklisch-dynamische Festigkeit ermittelt. Die zyklisch-dynamische Festigkeit wird auch teilweise Ermüdungsfestigkeit genannt. Für diejenigen, die vielleicht den Begriff eher schon mal gehört haben. Den Prüfaufbau habe ich hier rechts dargestellt. Wir haben unten hier einen Prüfwagen, auf dem eben eine Fensterecke platziert wird und von unten mit einem Hydraulikkolben das eingespannte Fensterprofil in eine Druckschwellbelastung versetzt. Im oberen Teil befindet sich eine Kraftmessdose, die bei den Versuchen eben die Kraft aufnimmt. Und die Prüfung einer Fensterecke haben wir jetzt in einem kurzen, natürlich verkürzten Videozusammenschnitt eben dargestellt. Ja, wir sehen hier diesen beschriebenen Aufbau mit dem entsprechenden Ablauf der Prüfung in Zusammenschnitt. Wir prüfen natürlich als SKZ immer bis zum Bruch. Wir prüfen sozusagen alles kaputt und wir müssen diesen Bruch erzeugen, tatsächlich, um etwas zu erkennen. Der Test auf unserer Seite ist erst beendet, wenn eine Ecke vollständig durchgebrochen ist und keine Antwortfunktion an der Kraftmessdose eben anliegt. Zack. Ja, zum Versuchsumfang. Im Rahmen unserer Untersuchungen haben wir 3 verschiedene Serien von Fensterecken geprüft, welche uns natürlich über die Gütergemeinschaft zur Verfügung gestellt wurden. Hierbei handelt es sich immer um das gleiche Profil, das mit unterschiedlichen Schweißverfahren zu Fensterecken geschweißt wurde. In der Serie 1 wurde eine Eckschweißung mit einer 0,2 mm Begrenzung flach abgestochen. In der Serie 2 wurde eine Eckschweißung mit 2 mm Begrenzung ungenutet. Und in der Serie 3 wurde eine Eckschweißung mit einer wulstfreien Technologie untersucht. Und hier auf der nächsten Folie sehen Sie dann die zusammengefassten Ergebnisse unserer Untersuchungen. Die horizontalen Linien im Diagramm stellen dabei die Bruchkräfte aus der Kurzzeitprüfung. Jeder Punkt im Diagramm stellt dabei den Bruchpunkt eines Dauerschwingversuches mit dem jeweiligen Lastniveau dar. Also Sie sehen, wie viele Prüfecken da eben geprüft wurden. Und hier unten sehen wir die Bruchlastspielzahl, die eben Anzahl der Belastungen eben darstellt. Als Ergebnis dieser Untersuchungen kann man eben zusammenfassen, dass wir keine Unterschiede zwischen den Fensterecken der Serie 1 und der Serie 2 in zyklischer Langzeitbelastung feststellen, beziehungsweise dieser festgestellte kleine Unterschied in der Kurzzeitbelastung, der verschwindet. Ja, und ein weiteres wichtiges Ergebnis ist natürlich, dass das neue Schweißverfahren mit einer Serie, also der Serie 3 im Diagramm zeigt im Vergleich zu den konventionellen Schweißverfahren in zyklischer Langzeitbelastung geringere Unterschiede als eben in der Kurzzeitbelastung. Als Hinweis vielleicht an dieser Stelle, wir definieren diesen Begriff Langzeit für unsere Untersuchungen für diesen Vergleich als Ermüdungsfestigkeit bei ca. 100.000 Lastspiegeln beziehungsweise im Diagramm unter 10 hoch 5 zu finden. Ja, fassen wir die Ergebnisse der Untersuchungen zusammen, dann stellen wir fest, dass unterschiedliche Schweißverfahren sich unter zyklischer Langzeitbelastung weniger stark sich unterscheiden als unter Kurzzeitbelastung. Und das kann man natürlich als sehr positives Signal bezüglich der dynamischen Dauerfestigkeit von Fensterecken deuten. Um diese These weiterhin zu festigen, planen wir zusammen mit der Gütergemeinschaft entsprechend weitere Untersuchungen dazu. Und ja, an dieser Stelle bin ich auch fertig und hoffe, dass es Ihnen genauso viel Spaß gemacht hat wie mir auch. Für eventuelle Fragen stehe ich natürlich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Herr Grevenig. Dankeschön, Herr Kraus.
Frage wäre jetzt an den Herrn Feigenbutz. Gab es irgendwelche Fragen im Chat zum Beispiel? Ja, es gab eine Frage, die möchte ich auch gleich gerne an Sie, Herr Grevenicke, richten. Ich lese sie vor. Was ist mit Nahtloschweißen in der Glasfalz? In Bezug auf SCV-Verglasungen. Leider konnte man nur einen Blick auf die Optik werfen. Also wir haben nur den Blick auf die Ecke von außen geworfen, aber was passiert in dem Inneren, im Falzbereich? Vielleicht muss man da an die Kollegen der Technik von den Maschinenherstellern gleich weiterverweisen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass das vielleicht ein Thema ist in der Diskussion. Aber wenn man jetzt als Beispiel fräst und nur außen das macht, dann ist im inneren Bereich das Thema ja wie bisher auch. Aber das ist natürlich abhängig davon, wie man diese Ecke bearbeitet im Vorfeld. Von daher, wir können ja jetzt als Systemgeber sagen, wir haben die gleichen Vorgaben wie vorher auch. Und die Details, wie man dann diese Verschweißung macht in diesen Punkten, ist natürlich immer so ein bisschen individuell, je nach meiner Meinung, Maschinenhersteller. Ich werde das ein Thema dann in der Runde gleich. Ja, ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wir würden dazu einfach eine kleine Position erstellen und die dann, ich habe hier den Herrn, der die Frage gestellt hat, und dann die Frage dann eben auch schriftlich beantworten. Ich glaube, das ist sicherlich ein guter Schritt, denn in der Tat ist es richtig, wir gucken nur auf außen, wir sollten aber auch wissen, was innen passiert. Ja, ich denke, weitere Fragen sind im Augenblick nicht eingegangen, aber ich kann Sie beruhigen, wir haben noch viele Fragen nachher im Podium. Ich würde kurz zusammenfassen, diese ersten beiden Vorträge haben doch zwei Dinge sehr deutlich gezeigt. Zum einen ein klares grünes Licht für moderne Schweißverfahren in der Summe. Was Güte und auch das Mitverfolgen anbelangt, haben wir doch zwei Dinge gelernt. Langzeitverhalten, wir haben früher immer von der Dauergebrauchstauglichkeit gesprochen, die für die Gütesicherung im Grunde eine der wichtigsten Gütebestimmungen oder gütebestimmenden Merkmale überhaupt ist. Langzeitverhalten müssen wir definieren, müssen wir neu aufnehmen, müssen wir auch neu denken. Und hier hat uns das SKZ natürlich mit dem Ansatz der dynamischen Prüfung geholfen. Das heißt, die dynamische Prüfung oder der dynamische Lastfall muss sehr viel stärker auch in unsere Güte- und Prüfbestimmung eingebracht werden. Und ich denke, damit können wir doch ein rundes Ergebnis erbringen. Neuschweißverfahren, grünes Licht, aber auch das müssen wir in anderer Form in unseren Güte- und Prüfbestimmungen abbilden. Ja, meine Damen und Herren, damit möchte ich eigentlich den Vortragsteil abschließen und an Frau Könsken weitergeben, die dann in das Podium überleiten wird. Danke, Herr Feigenbutz. Ja, genau. Sie haben aber auch weiterhin die Möglichkeit, Ihre Chatfragen auch noch an die Referenten von vorhin zu stellen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die 4. Und jetzt, genau, stehen uns noch etwa 60 Minuten für die Podiumsdiskussion zur Verfügung. Und das Thema lautet: Welche Anforderungen stellt der Fensterbau an Schweißverbindungen und Verfahren? Und wie schon eingangs erwähnt, stehen Experten und Praktiker aus dem Systemgeberbereich, der Maschinenindustrie und dem Fensterbau Rede und Antwort. Also nicht nur auf Ihre Fragen, sondern jetzt erst einmal auf die Fragen von Moderator Oliver Frey, den wir heute hierfür gewinnen konnten. Oliver Frey von Frey-Netzwerk. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, Herr Frey ist in den letzten 30 Jahren in leitenden Vertriebs- und Managementpositionen für führende Fenstersystem- und Industrieunternehmen tätig gewesen und gibt jetzt seine langjährige Erfahrung, sein geballtes Wissen an seine Partner und Kunden als Coach weiter. Und er wird seine Gesprächspartner auch gleich selbst vorstellen und deshalb gebe ich jetzt ab an Herrn Frey. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen oder fast schon Mahlzeit, kann man sagen. Ja, wir sind ja schon am Vormittag angekommen um 11 Uhr. Vielen Dank, Frau Könsken. Ja, schönen guten Tag nochmal an alle Zuseher und Zuhörer, die uns momentan zugeschaltet sind. Ich hoffe, dass der ein oder andere noch im Lauf der interessanten Diskussion auf uns zukommt. Und auch nochmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Wir sind im Netzwerk natürlich für alle Fensterbaupartner und auch Industriepartner in der Form auch beratend tätig. Ja, ich möchte die heutige Runde vorstellen, meine Damen und Herren. Und es freut mich sehr, dass wir 4 Experten gewinnen konnten für den heutigen Tag. Eine Kurzvorstellung in der Runde, meine Herren, und dann werden wir auch schon in die Fragerunde einsteigen. Dr. Klaus Dörnfeld von Salamander Window and Door Systems, wie das heute so schön heißt, vertritt heute die Systemgeber in der RAL-Gütegemeinschaft als Obmann der Branchen- und Expertenkreise Systemtechnik.
Der ausgebildete Physiker arbeitet seit 22 Jahren in der Branche. Seit fast 8 Jahren ist er bei der Salamander Group Director of Quality Management. Schönen guten Tag. Hallo zusammen. Schönen guten Tag. Ja, des Weiteren konnten wir gewinnen. André Karpstein von KMW Engineering vertritt heute die Maschinenhersteller in der RAL-Gütegemeinschaft. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des sächsischen Unternehmens KMW. Das Unternehmen mit 70-jähriger Tradition im Maschinen- und Werkzeugbau hat 1999 Fensterbaumaschinen in das Portfolio aufgenommen, die heute eine tragende Säule im Unternehmen sind. Hallo zusammen. Martin Willing von Ventana Deutschland, unter anderem auch Netzwerkpartner mit ihrem Unternehmen bei uns. Einer unserer beiden Vertreter im Fensterbau heute. Er ist Leiter Verkaufssachbearbeitung und Produktmanagement bei Ventana und kümmert sich unter anderem um die Auftragserfassung und um die gesamte Technik dort im Unternehmen. Seit 23 Jahren ist er beim Fensterbauunternehmen Ventana tätig. Er zeigt uns auch aus der Praxis heute das nahtlose Schweißen und hat uns auch ein kleines Filmchen später mitgebracht, das wir noch sehen werden. Guten Tag. Guten Tag zusammen. Konrad Schürer von Pax, herzlich willkommen und schön, dass Sie Zeit für uns haben. Vertritt ebenfalls den Fensterbau und setzt gleichfalls Nahtlos-Schweißverfahren im Unternehmen ein. Der Handwerksmeister ist seit 1995, schon eine ganz schön lange Zeit, bei Pax tätig. Seit 2007 in der Funktion des technischen Leiters. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuseher, Zuhörer, eine illustre Runde. Freut mich, dass wir so zusammengefunden haben. Ich gebe die erste Frage an den Herrn Dr. Dörnfeld. Herr Dr. Dörnfeld, welche besonderen Anforderungen stellen denn moderne Schweißverfahren an Sie im Profilsystemhaus insgesamt an die Profilsystemhersteller? Also die Anforderungen sind schon besonders, aber die Anforderungen ändern sich ja jetzt nicht unbedingt, wenn neue Schweißverfahren oder neue Materialien auf den Markt kommen sollen, sondern die Anforderungen an die Profile orientieren sich daran, dass das Fenster funktioniert. Das heißt, wir haben Vorgaben, die in den Güterichtlinien beschrieben sind. Das ist auf der einen Seite natürlich die Maßhaltigkeit der Profile, auf der anderen Seite ist es natürlich die Materialität und die beiden Faktoren müssen einfach gut zusammenpassen, damit wir Ecken haben oder dass die Fenster draußen funktionieren und es zu keinen Problemen kommt. Mhm. Viele Systemgeber bieten ja auch natürlich auch integrierte Profile mit integrierten Dichtungen an und auch hier gibt es besondere Anforderungen. Aber es ist sichergestellt, dass sowohl die Geometrie, die Materialität und so weiter frei geprüft ist, freigegeben ist, qualitätsgesichert ist, gütegesichert ist. Also Sie haben da ein ganz fundamental sicheres Komponenten für den Bau von Fenstern. Wunderbar, Herr Dörnfeld. Vielen Dank erstmal für das erste Statement. Ich gebe weiter an Herrn Karpstein, weil ich denke, ganz interessant vom Profilsystemhaus oder von den Profilsystemhäusern jetzt zum Maschinenbereich. Wo liegen denn die Potenziale neuer Schweißmaschinentechniken, Herr Karpstein? Ja, ich denke also, die Optik steht ja im Moment im Wesentlichen im Fokus in dem Bereich. Und ich denke aber auch, dass aufgrund der neuen Technologien die Optik und auch weitere Faktoren da eine Rolle spielen. Ich denke, durch die Veränderung in der Produktion, zum Beispiel eben das Nachmalen nicht mehr notwendig ist, spielt es zum Beispiel keine Rolle mehr, wie viel Farbanteil in einer Produktion gleichzeitig durchläuft. Somit hat der Kunde natürlich andere Möglichkeiten, wie es vielleicht bisher war. Gleichzeitig ergeben sich natürlich aus diesen Thematiken auch Optimierungspotenziale, die von wegfallenden Produktionsschritten natürlich auch in Richtung finanziellen Vorteil gehen können. Und auch vertrieblich ist natürlich die neue Optik ein Herausstellungsmerkmal, was viele auch vielleicht in naher Zukunft besser nutzen können, um sich abheben zu können. Vielen Dank. Interessanter Einblick von der Maschinenseite her. Und ich würde gerne unseren nächsten Vertreter aus dem Bereich Fensterbau mit dazu nehmen, Herr Schürer. Eine Frage an Sie.
die mich persönlich auch interessiert, weil sie immer wieder auch gestellt wird in verschiedenen Coaching-Aktivitäten, mit denen wir unterwegs sind, um unsere guten Unternehmen auch letztendgültig besser zu machen. Was erwartet der Markt denn gegenwärtig von neuen Kunststofffenstern? Zum einen, und der Anschluss an die Frage wäre, und als Folge, was erwartet der Fensterbau, das Fensterbauunternehmen, der Fensterbau von den Maschinenherstellern im Gegenpart? Gut, was erwartet der Markt von neuen Kunststofffenstern? Die Trends werden sicherlich durch modernere Architektur gesetzt, höhere Glasanteil, viel größere Öffnungsweiten. Das ist das eine. Und das andere, was erwartet der Fensterbauer von Maschinenherstellung? Ich will es mal umdrehen. Wir sind sehr endkundenorientiert und versuchen natürlich mit vielen Endkundenargumenten unsere Produkte auszustatten. Und dem Endkunden ist es wahrscheinlich egal, mit welchem Schweißverfahren das Fenster geschweißt ist. Er erwartet, dass es in entsprechender Güte und Qualität produziert wird. Das stellen die Gütebestimmungen sicher. Aber wenn dann neue optische Aspekte dazukommen, zum Beispiel eine nahtlos verschweißte Ecke, ist das uns sehr willkommen, um einfach vom Verkauf her stärker angreifen zu können. Ja, das heißt Qualität und auch dort die dementsprechenden Erkennungsmerkmale herauszuarbeiten, damit der Vertrieb auch dementsprechende Argumente hat. Richtig. Für den Endverbraucher oder auch dann für den Fachhandel über den Endverbraucher. Ja. Ja, vielen Dank schon mal für das erste Statement. Ein paar Fragen, meine Herren, habe ich noch für Sie. So einfach werde ich Sie nicht aus der Runde entlassen und sicherlich auch nochmal an alle Zuhörer und Zuseher gerichtet. Wir freuen uns natürlich auch über Chatfragen. Herr Feigenputz wird die uns dann sicherlich auch nochmal mit in die Runde einwerfen. Ja, Herr Willing, ich habe Sie ja angekündigt, dass Sie auch in dem modernen Nahtlos-Schweißverfahren schon unterwegs sind. Und ich habe eine Frage an Sie vorab, bevor wir uns vielleicht gemeinsam auch mal so einen Film aus der Praxis dann anschauen werden. Brauchen Fensterbauer denn eigentlich neue Schweißverfahren und wenn ja, warum? Ich habe eine ähnliche Frage Ihrem Geschäftsführer gestellt, dem Herrn Schwanekamp, den ich letzte Woche beim VFF-Jahreskongress in Berlin treffen durfte. Und meine Frage nochmals, brauchen die Fensterbauer neue Schweißverfahren und wenn ja, warum? Also ich denke auf jeden Fall, Herr Hauns hat es gerade in seinem Vortrag auch nochmal erwähnt, die Anforderungen ans Kunststofffenster hinsichtlich Qualität und Optik sind extrem gestiegen in den letzten Jahren. Der Anteil an Farben, an Holzdekoren ist sehr hoch, bei uns mittlerweile über 70%. Es gibt Systeme mit Aluschalen und da hilft natürlich die neue Schweißtechnik enorm. Sie liefert ein tolles Ergebnis, die Ecken sehen einfach gut aus und wir erreichen auch eine Prozesssicherheit bei der Fertigung, gerade wenn es um das Nachmalen der Ecken geht, das entfällt oder auch die Verarbeitung von Alusystemen. Sehr schön. Dann würde ich doch mal sagen, sehr verehrte Zuhörer und Zuseher, wir würden uns mal den Videofilm anschauen, den Sie uns mitgebracht haben und vielleicht kommentieren Sie uns den auch ein bisschen. Dann haben wir nicht nur einen Stummfilm, sondern wir sehen und hören was von Ihnen dazu. Bitte schön. Also wir sehen hier die Fertigung eines Verbundsystems, eines Systems mit Aluschalen an der Außen- und Innenseite und einem Kunststoffkern. Bei dem System werden die Aluschalen an der Schweißmaschine vorher zurückgefräst. Das kann man hier jetzt sehr gut erkennen. Bevor dann der eigentliche Schweißvorgang beginnt. Hier beginnt dann der eigentliche Schweißvorgang. Jetzt wird nochmal die Schweißwulst nachgefräst. Bevor dann die endgültige Schweißung erfolgt. Das Element wird dann ganz normal an den Eckverputzer übergeben. Die Ecken außen werden dort bearbeitet und dann können wir uns mal die fertigen Ecken anschauen. Da sieht man einfach das Ergebnis
Sieht einfach wirklich toll aus. Ist einfach eine schöne Ecke. Ja, vielen Dank, Herr Welling, für die kurze Demo. Und ich habe gerade gesehen, dass Sie ja auch hybride Materialien verarbeiten. Also Sie haben gerade selber angesprochen mit der Alu-Deckschale. Deshalb noch eine nachfolgende Frage. Sie verarbeiten ja Hybridmaterialien, also Alu-PVC. Worauf muss man in Bezug auf die Verschweißung bei der Prozesssicherheit dann eigentlich achten? Sehr wichtig, wir verarbeiten 2 unterschiedliche Materialien, Aluminium und Kunststoff. Die Sauberkeit ist sehr, sehr wichtig. Die Aluspäne müssen an der Maschine entfernt werden. Das ist aber gewährleistet durch eine sehr gute Absaugung. Wir haben geschultes Personal und dadurch ist sichergestellt, dass wir die Systeme gut verarbeiten können. Ja, vielen Dank. Ich gebe den Part jetzt mal an das Systemhaus weiter, Herr Dörnfeld. Was muss denn aus Sicht des Systemgebers ein Maschinenhersteller dann auch tun? Also haben wir ja gerade gesehen, die ganzen Vorgänge, die zu beachten sind, der ein neues Schweißverfahren auf den Markt bringt. Was muss aus Ihrer Sicht beachtet werden? Also ganz wichtig ist eine frühzeitige Zusammenarbeit. Aber ich gebe gerne zu, dass wenn man mit Innovationen auf den Markt kommt, dann eher zurückhaltend ist und das nicht gleich einem großen Publikum vorstellen muss. Aber das birgt halt, wie gesagt, diesen Nachteil darin, dass einer dieser 3 Partner, Fensterbauer, Systemhaus und Maschinenhersteller, zumindest das Systemhaus, dann vielleicht auch überrascht ist von dieser neuen Entwicklung. Aber die Gütegemeinschaft hat ja auch schon im Jahr, das wurde erwähnt, im Jahr 2016 diesen Arbeitskreis gebildet, wo genau diese beiden Partner auch zusammenarbeiten, um rechtzeitig rechtzeitig die Gütesicherung für neuere Schweißverfahren auch sicherzustellen. Ja, dieses rechtzeitige Einbinden habe ich vorhin auch schon in meinem Vortrag entnommen. Ich glaube, der Herr Hauns hat es vorhin dementsprechend gesagt, dass schon alle Partner sich rechtzeitig absprechen sollten, damit dann auch unterm Strich vielleicht das optimale Ergebnis rauskommt und man nicht zu sehr dann in Versuche im Nachgang einsteigen muss. Habe ich das so richtig verstanden? Das ist richtig, so genau so habe ich es auch gemeint. Also die ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass es Änderungen gab oder Innovationen gab auf dem Markt, war das Hochtemperaturschweißen. Auch dort hat derjenige im Prinzip ist auch auf Salamander zugegangen und auch aus dieser Zusammenarbeit ist eigentlich auch ein ganz gutes Produkt dann entstanden letztendlich. Ja. Also okay, und würden Sie heute... Sowas wünsche ich mir halt auch für die Zukunft. Ja. Würden Sie heute sagen, dass schon genügend Erfahrung bei Ihnen vorhanden ist in der Profilsystembranche, bei den Profilsystemherstellern, was die neuen Verfahren betrifft? Also Erfahrung ist da, aber vielleicht war die Erfahrung nicht rechtzeitig da gewesen. Ja. Weil wir hatten ja dann letztendlich doch keinen großen Einfluss mehr auf die eigentliche Entwicklung dieses Schweißverfahrens, sondern wir mussten halt Methoden finden, auch um die Qualität der Ecke auch sicherzustellen. Ja. Dann gebe ich doch mal an den Herrn Karpstein weiter. Gerade eben sind die Themen angesprochen worden, dass man sich frühzeitig miteinander unterhält. Wo geht die Innovation in dem Bereich weiterhin? Sie sind schon einige Zeit auf dem Markt mit dem neuen Schweißverfahren und vertreten ja auch die ganze Branche heute hier in dem Bereich, was Innovation betrifft. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir in diesem Bereich die Innovation weiter vorantreiben müssen, weil sie einfach die Qualität und den Standard weiter nach oben bringt. Meine Frage an Sie: Wie wollen Sie in der Zukunft mit dem Thema Innovation weiter umgehen? Zum einen, läuft die Thematik mehr über die Technik oder werden die Bedürfnisse des Fensterbauunternehmens, die ja heute auch hier vertreten sind, und der Profilhersteller auch berücksichtigt bzw. abgestimmt? Ja, also ich denke, wir haben dort in der letzten Zeit gerade im Automatisierungsbereich, im Fensterbereich jetzt nicht nur um die Ecke herum, sondern insgesamt in dem Bereich, ob das Verglasen ist, automatisiert oder auch die ganzen Arbeitsplätze, die im Wesentlichen automatisiert sind, sehr viel nach vorn gebracht. In anderen Industriebereichen ist die Automatisierung ja viel länger schon größer vorhanden gewesen. Es hat auch am Anfang sehr hohe Überzeugungsarbeit gebraucht, bis zum Beispiel der erste Roboter beim Kunden stand und die erste Glasscheibe dann sozusagen eingesetzt hat.
Und so ähnlich ist es auch hier bei der Technologie. Wir haben sicher am Anfang erst einmal Kunden finden müssen, die das Ganze auch mittragen und eben probieren. Genauso auch die jeweiligen Systemhersteller, die da eingebunden wurden. Natürlich ist das Verfahren, das jetzt wir vorgestellt haben, wesentlich näher am alten Verfahren. Somit war dort auch, was das Thema, ich sag mal, Änderung bezogen auf die Systemgeber war nicht so groß, wie das jetzt vielleicht bei anderen Verfahren sein muss. Ich denke trotzdem, die Innovation im Fensterbau, die muss voranschreiten, um sich auch im Wettbewerb, ich sag mal, gegen andere größere Länder, die da sehr viele Fenster bauen, hinstellen zu können, dass man dann auch zu Preisen produzieren kann, die dann eben auch im Weltmarkt bestehen können. Aber ich denke, das gelingt uns im Moment sehr gut. Und man sieht das auch, was die letzten 2-3 Jahre gebracht hat. Im Fensterbau hat sich ein sehr großer Innovationsschub ergeben und ich denke, der wird auch weiter fortschreiten. Ich habe nur eine Frage hinterher, Herr Karpstein. Sie haben gerade angesprochen, dass sehr häufig Skepsis neuer Technologie entgegengebracht wird oder des Häufigeren und viel Überzeugungsarbeit nötig ist. Fehlt manchmal der Mut, einen neuen Weg zu gehen? Weil die Innovation der deutschen Maschinenhersteller, die ist ja weltbekannt und eigentlich auch Weltmarktführer im Bereich Maschinenbau. Ich kann da nur schwer was dazu sagen. Ich denke, aus meiner Erfahrung heraus, wir kommen ja im Wesentlichen aus dem Sondermaschinenbau, haben also dort das Ein-Stück-Problem. Und die Kunden, die wir da haben, die kennen uns nur so, als wir machen ein neues Produkt. Und das ist im Fensterbau leider etwas schwerer und muss man vielleicht auch mit mehr Fingerspitzengefühl rüberbringen. Aber das gelingt doch in den letzten Jahren wesentlich besser. Wenn ich dort 10 Jahre zurückdenke, war das wesentlich schwerer. Und ich denke, dass dort auch ein Umdenken bei den Fensterbaukunden stattgefunden hat. Ich denke auf jeden Fall. Also ich kann es aus meiner Praxis nur sagen, wir haben mit vielen namhaften Fensterbauunternehmen zu tun, tagtäglich eigentlich. Und ich kann nur betonen, dass die Freude an der Investition auch da ist. Das Geschäft läuft gut und man will weiter investieren. Und ich denke, deshalb ist es auch wichtig, dass wir heute die Themen rüberbringen, wo geht der Weg hin in moderner Maschinentechnik. Ich würde gerne den Herrn Schürer nochmal mit einbinden, der ja auch viel Erfahrung mitbringt aus der Praxis, der, wie ich weiß, auch schon geraume Zeit Maschinen einsetzt in dem Segment und sicherlich da auch Erfahrungen sammeln konnte, was Qualität betrifft, insgesamt den Durchlauf betrifft. Und welche Erfahrungen haben Sie denn insgesamt gemacht? Sie haben ja, wir hatten die Gelegenheit, uns gestern Abend schon mal im Vorfeld kennenzulernen, und haben Sie gesagt, ja, am Anfang waren wir auch noch ein bisschen vorsichtig, haben erstmal eine Linie damit ausgerüstet. Mittlerweile, glaube ich, sind alle Linien bei Ihnen in der Produktion damit ausgerichtet. Deshalb nochmal ein kleiner Einblick in die Praxis, bitte. Gut, ich kann das gerne erzählen und berichten. Wir hatten uns vorgenommen, 4 Schweißlinien auszutauschen. Einfach nur, weil sie moralisch verschlissen waren und haben lange uns zögerlich verhalten, weil eine normale konventionelle Schweißmaschine keinen Millimeter das Fenster besser macht. Es ist einfach genauso geschweißt, ist genauso genutet. Und erst als wir mit dem Nahtlosschweißen in Kontakt gekommen sind, haben wir irgendwie so einen Funken Hoffnung geschöpft, dass wir auch das Produkt besser machen können. Insofern war immer noch trotzdem ein Restzweifel da. Es ist ja doch ein Risiko, wenn man 2 Produktionsstätten völlig auflöst, das Herz rausoperiert, neue Technik implantiert. Man weiß nicht so ganz genau, ob es klappt. Deswegen haben wir eine Linie bestellt, haben die in Betrieb genommen und ich denke, es müssten so 3, 4, 5 Monate gewesen sein, waren wir uns sicher, dass es funktionieren wird und haben 3 weitere Linien bestellt, nach der Lieferzeit dann in Betrieb genommen. Dann ist uns Corona letztes Jahr im Frühjahr ein bisschen dazwischen gekommen. Aber das hat trotz aller Beschränkungen, die uns auferlegt wurden, auch die Inbetriebnahme gut geklappt und insofern produzieren wir jetzt auf 4 Linien Kunststofffenster mit nahtloser Schweißtechnik. Wesentlich dabei war, wir haben uns die Frage nach der Eckenfestigkeit nicht gestellt. Wir haben einfach gesagt, es muss mindestens so sein, wie es vorneweg mit konventionellen Maschinen war, eher besser.
Und im Schnitt liegen wir drüber, denke so 20% liegen wir drüber über konventionellen Maschinen und sind damit sehr zufrieden. Eins muss man noch sagen, es klang vorhin an, die Zusammenarbeit Fensterbauer, Maschinenhersteller kann ich nur als angenehm beschreiben, weil wir auch immer wieder Anforderungen, die wir hatten, ich denke, es war da beim Herrn Karpstein der Erste, der mal ein richtiges Lastenheft gemacht hat und alles aufgeschrieben hat. Unsere Anforderungen haben offene Ohren gefunden und wir haben jetzt, glaube ich, erst noch ein Software-Update aufgespielt, das den Bedienern wesentlich einfacher macht. Wir haben also den Bediener Funktionen weggenommen, wo wir gemerkt haben, die braucht er nicht, wir verwirren den nicht, wir machen es noch einfacher und kommen da sehr gut zurecht. Prima, vielen Dank. Das heißt, Sie haben schon in der Praxis dann dementsprechend sich da auch weiterentwickelt, weil Sie auch ein bisschen Learning by Doing gemacht haben, wenn ich das so... Es ist kein Selbstläufer. Man muss sich intensiv damit beschäftigen. Ja. Man muss es wollen, man muss damit leben und erst mit dem Beschäftigen nur einfach hinstellen und anschalten wird nicht klappen. Würden Sie insgesamt sagen, dass die Prozesssicherheit dadurch gewonnen hat und Sie dadurch besser geworden sind? Wir sind dadurch besser geworden. Wir sparen uns am nachfolgenden Bearbeitungsband letztendlich einen Arbeitsplatz, das Anmalen. Wir haben uns weiterentwickelt, weil man auch mit neuen Maschinen wieder neu die Stammdaten überdenken muss, das alles mal revidieren muss. Das kann auch nicht schaden, wenn man das in Abständen mal macht. Und sind da prozesssicherer geworden, einfach ein Fenster so, ein weißes, ein buntes. Das ist letztendlich egal in der Abfolge. Ja, Dankeschön nochmal für Ihr Statement. Ja, Herr Willing, ich will Sie nochmal ein bisschen mit einbeziehen in die ganze Geschichte. Wir haben ja vorhin den Film gesehen, Sie sind noch relativ jung mit der Technik tätig, was ich so von Ihnen gehört habe im Vorfeld. Was hat Sie dazu bewegt, in diesem Bereich den Mut zu haben, in eine neue Technik zu investieren? Wir haben vorhin über hybride Materialien gesprochen. Ich kenne Ihr Unternehmen sehr gut, weiß, dass Sie auch in verschiedenen Materialien unterwegs sind und auch mit verschiedenen Systemhäusern sehr eng zusammenarbeiten. Ja, meine Frage an Sie: Würden Sie anderen Kollegen, die heute zuschauen, dazu raten, auch den Mut zu haben, diesen Weg zu gehen? Sie haben jetzt schon einige Tage oder Wochen Erfahrungen sammeln dürfen. Ja, die Maschine haben wir jetzt seit 4 Monaten bei uns im Einsatz und ich kann auch anderen Unternehmen eigentlich nur dazu raten. Wir haben sehr gute Erfahrungen bisher damit gemacht. Also die Ergebnisse sind bisher wirklich sehr gut und wir sind auch prozesssicherer geworden. Der Kollege sagte es gerade auch schon, das Nachmalen, es entfällt ein Arbeitsgang. Für uns war aber auch sehr wichtig, dass wir unserem Kunden seine gewünschte Ecke liefern können. Denn es sind ja nun mal noch viele Anlagen im Markt, die konventionell arbeiten und wir können mit der neuen Anlage die neue Technik bieten, wir können aber auch konventionell fertigen. Das ist uns halt sehr wichtig, da wir andere Fensterhersteller beliefern. Ja, ich denke, da noch eine kurze Anschlussfrage. Auch Ihr Vorredner hat es schon mitgesagt und auch in den Vorträgen haben wir es gehört, die neue Technik, Nahtlos-Schweißverfahren heißt ja im wahrsten Sinne des Wortes nahtlos. Bisher haben wir Fugen gehabt in der Form oder Nuten gehabt. Beide Varianten muss man ja in der Form auch immer Unternehmen nach und nach einführen, weil sie können ja nicht von heute auf morgen die Themen, sei mal, komplett verändern, weil es ja auch Folgeaufträge gibt etc. pp. Wie sehen Sie da die Themen und hat der Vertrieb auch schon in der Form reagiert bei Ihnen, dass die sagen, dadurch werden wir auf jeden Fall nochmal ein Stückchen weiter nach vorne kommen? Der Vertrieb hat natürlich reagiert und hat das natürlich sehr positiv aufgenommen. Das ist natürlich ein tolles Verkaufsargument für unseren Vertrieb. Sehr gut. Ja, mich interessiert noch, und deshalb würde ich gerne nochmal die Systemhäuser mit einbinden, Herr Dornfeld. Ich habe vorhin ja gefragt, was das Systemhaus dementsprechend dann machen muss und welche Anforderungen in dem Bereich da sind. Mich würde nur interessieren,
Müssen im Hinblick auf die neuen Schweißverfahren auch neue zusätzliche Anforderungen in der Gütesicherung mit aufgenommen werden? Oder denken Sie, dass die Themen, so wie sie bisher sind, ausreichen? Also die Themen sind bisher ausreichend. Aber nichtsdestotrotz muss man ja auch in die Zukunft gucken. Und auch die Gütesicherung muss sich weiterentwickeln. Es ist ja nicht so, dass wir durch die neuen Schweißverfahren auch unsere Anforderungen irgendwie verändert haben oder sowas, sondern es ist ja ganz klar die Botschaft, wir haben hier die notwendigen Qualitätskriterien und die müssen, egal von jedem Schweißverfahren, erfüllt werden. Das ist erstmal das. Aber da diese innovative Techniken natürlich auch oder den Einfluss auf Langlebigkeit von diesen neuen Techniken nicht genau kennen, hat sich ja auch die Gütegemeinschaft entschieden, zusammen mit dem SKZ Langzeituntersuchungen zu machen. Sie haben ja in dem Vortrag auch vom Herrn Grevenich, vom Dr. Kautz das gesehen, dass das die ersten Schritte waren, um zu zeigen, dass auch die Langlebigkeit dieser Ecken aus dem neuen Schweißverfahren, aus dem modernen Schweißverfahren sichergestellt ist. Das ist so ein bisschen das eine Paket. Das andere Paket möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das ist aber auch der nächste Schritt, den wir in den einzelnen Arbeitsgruppen beginnen werden, ist, dass wir auch versuchen auszurechnen, welche Belastung die Ecke wirklich auch draußen im Verkehr hat. In der Verkehrslast, in der Gewichtslast. Also was bedeutet das, wenn ich eine 100 Kilogramm Scheibe in einen Balkontürflügel setze? Welche Kraft wirkt dann auf die Ecke? Und dass wir diese beiden Komponenten, diese beiden Puzzleteile letztendlich auch zusammenführen. Ja. Ich denke, das ist eine wichtige Informationsquelle auch für unsere Kunden, für den Fensterbauer, damit er da von uns auch eine Richtlinie bekommt, wie stark er die Ecken belasten darf. Glaube ich. Mit zunehmender Größenanforderungen an alle Elemente. Die Architekten bauen heute immer größere Elemente und da werden diese Anforderungen mit Sicherheit von der Stabilität, von der Technik her kommen. Ich habe noch, bevor wir mal schauen, was an Chatfragen eingegangen ist, noch eine Frage an den Herrn Karpstein, die ja immer wieder kommt und die auch Kunden von mir schon gestellt haben. Was sagen denn Sie, den Fensterbauern, die sagen, wozu soll ich neue Schweißverfahren investieren? Konventionelle funktionieren doch. Ja, ich denke, der Vertrieb, der Kunde wird über kurz oder lang diese neuen Ecken, diese neue Optik verlangen. Und gleichzeitig sollte man sich auch immer mit seiner Fertigung beschäftigen. Und wie ich das vorhin auch bereits mal erwähnt habe, es gibt immer neue Ansätze, aus denen solche vertriebsgesteuerten Probleme, die an einen Fensterbau herangetragen werden, dann plötzlich in der Fertigung völlig neues Licht auf bestimmte Probleme werfen. Und plötzlich entsteht aus der neuen Optik, aus den dementsprechend vielleicht besseren Verkaufszahlen, plötzlich vielleicht auch ein Preisvorteil, weil man sich mit Technologien beschäftigt, an die man vorher gar nicht geglaubt hat. Das ist aus unserer täglichen Brot ist es ein sehr, sehr häufiges Erlebnis, was man dann in der Diskussion merkt, wenn wir mit Technologie zum Kunden gehen, an Technologien, die der Kunde noch gar nicht geglaubt hat oder vielleicht noch nie was davon gehört hat und wir mit einem Problem konfrontiert werden und dann sagen, hast du an sowas schon gedacht oder denk doch mal über so ein Problem nach und plötzlich ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. Und allein deshalb sollte man sich immer mit neuen Technologien beschäftigen. Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, wenn man sich mit neuen Technologien beschäftigt, meine Damen und Herren und liebe Zuseher, dann denke ich auch, dass wir uns abheben werden, weil die bessere Qualität setzt sich im Endeffekt durch. Wir sind hier bei der RAL Gütegemeinschaft und bei der Gütegemeinschaft im Bereich Fensterprofilsysteme und das zeigt natürlich dann auch deutlich, wo der Weg hingehen soll. Ich hoffe, dass wir dann im März nächsten Jahres uns auf der Fensterbau sehen, dass Sie alles nochmal richtig präsentieren, dass wir uns endlich wieder dann auch auf einer Messe sehen, auf der führenden Fachmesse in Deutschland. Ich würde gerne an den Herrn Feigenputz nochmal rübergeben, meine Damen und Herren, und würde gerne mal nachfragen, gibt es denn noch Fragen vom Chat? Sind noch Fragen eingetroffen, die wir an die Herren weitergeben können? Ja, Herr Frey, das ist der Fall. Es sind Fragen eingegangen. Ich habe hier vier Fragen, die mir sehr interessant erscheinen. Ich beginne mal mit der ersten. Die Frage ist wie folgt. Wie sieht es mit einer Acrylbeschichtung aus, mit dem Lang- oder Kurzzeittest? Also die Frage Lang- und Kurzzeittests bei Acrylbeschichtung, was passiert da? Ich würde die Frage gerne an den Herrn Willing weitergeben. Was die Kurzzeittests angeht, haben wir auch schon regelmäßig Tests gemacht und die Ergebnisse liegen im Moment alle über den Sollbereich
Langzeittests liegen natürlich noch nicht vor. Das wäre ein Thema für die RAL-Gütegemeinschaft sicherlich. Ja, sehr guter Hinweis. Ich werde mir das notieren. Ich hatte ja zuvor schon gesagt, dass wir uns auf einem Weg befinden. Das wurde auch von den anderen Referenten schon angesprochen, dass wir diese Fragen, die heute auch kommen, auch in unser zukünftiges Versuchsprogramm mit einbauen werden bzw. wollen. Ich denke, das ist selbstredend, aber das ist ein sehr guter Hinweis. Acrylbeschichtung und Langzeittests, diese Fragestellung in unser Versuchsprogramm mit aufzunehmen. Eine zweite Frage aus dem Chat. Gibt es eine Zukunft für Infrarot-Schweißverfahren im Fensterbau? Warum ja oder nein? Ich glaube, die Frage richte ich an Sie, Herr Walter. Vielen Dank, Herr Feigenbutz. In der Tat, die Frage kann man aktuell auch beantworten, denn in der Vergangenheit gab es hierzu schon erste Versuche, die wissenschaftlich auch begleitet wurden, denn wir als Maschinenhersteller und auch andere Maschinenhersteller hatten zusammen einen Arbeitsauftrag an das SKZ abgegeben, die hier auch das Infrarotschweißen untersucht hatten und entsprechende Ergebnisse liegen auch vor. Allerdings sind diese, wie man das so gut schön auch kennt, wissenschaftlich belegt und sehr umfangreich und auch vor allem richtig zu bewerten. Von daher würde ich sagen, insofern hier Bedarf an Informationen gefragt sind, sollte man sich entweder nochmal auch an das SKZ wenden oder auch eben an uns, an die Firma Urban, sodass man hier gegebenenfalls nochmal in einen Dialog gehen kann bezüglich dieser Ergebnisse, die dort abrufbar sind. Mhm. Ja, vielleicht ist auch ein Vorschlag, Herr Walter, dass wir diese Fragen mit Antworten nochmal bündeln und dann über unsere Internetseite dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Dann haben wir das alles schön gebündelt zusammen. Ja, ich habe eine weitere Frage. Wir werden bei der kombinierten Verschweißung mit Aluvorsatzschale die Themen Pfosten, Kämpfereinbau und Entwässerung nach vorn realisiert. Ich würde die Frage gerne an Herrn Karpstein richten. Soll ich sie noch mal wiederholen? Also ich denke, ich weiß nicht, ob ich denke, dass die Frage leider bei mir falsch aufgehoben ist. Ich kann die so nicht beantworten, da wir ja mit dem Verfahren so weit nicht vertraut sind. Ich denke, das müsste ein anderer Herr beantworten. Ja. Ich kann dann sicherlich was dazu sagen. Also bei uns ist das Thema Entwässerung, haben wir keine Probleme mit. Wir fertigen ja Hebeschiebetüren mit Aluschalen. Und die werden alle nach unten entwässert. Und das Thema Pfosten ist dann auch kein Problem. Die werden nachträglich montiert. Gut, Entwässerung nach unten, Stichwort. Eine letzte Frage aus dem Chat. Um wie viel Zeit verlängert sich der Schweißvorgang beim nahtlosen Schweißen? Und kann diese Zeit wieder aufgeholt werden, weil man auf die Putzstation verzichten kann? Herr Walter. Ich ergreife das gerade, vielen Dank. Also von der Zeit her gesehen, der Prozess an sich kann unterschiedlich gestaltet sein. Es hängt auch ein Stück weit davon mit ab, welches Profilsystem oder welche Profilgeometrie denn hier verarbeitet wird. Denn abhängig von diesen Geometrien gestaltet sich dann auch der Prozess. Aber in der Tat, die Zeit an sich, wie Sie es gerade auch angesprochen haben, ist natürlich für uns ein Auftrag, den wir wahrgenommen haben und versuchen hier auch diese Taktzeit umzusetzen, wie es auch beim konventionellen Schweißen der Fall ist. Geschuldet auch den deutschen, europäischen Fenstersystemen kommt man stellenweise auch um nachgelagerte Maschinen nicht drum herum. Hier beispielhaft natürlich immer das typische Eckscherenlager, was auch an der nachgelagerten Maschine denn mit vorbereitet werden soll. Von daher ist es immer ein Maschinenproduktmix, auf den man auch individuell in Bezug auf den Kunden eingehen muss. Gut, aber die Frage, kann man die Zeit aufholen? Ja, ich denke, man wird sie aufholen können, jedoch muss man einfach berücksichtigen, wie geht der Mitarbeiter mit der Maschine um, wie sind die Mitarbeiter fähig, auch mit den Maschinen umgehen zu können, beziehungsweise wie gut kennt man sich dort aus. Und im Prozess an sich, denke ich, ist es immer ein Mix aus Maschine, Profil, Mensch und den Einflüssen drumherum. Pauschalisieren, denke ich, wird schwer sein. Man muss schon direkt in die Produktion auch reingucken und sagen, dort und dort kann man ansetzen, um den Prozess
zu optimieren. Das ist natürlich ein hoher Erfahrungsanteil ja, ganz klar. Zu berücksichtigen, der heute in der Form noch nicht vorliegt, Richtig. aber morgen vorliegen kann. Ja, weiterer Blick? Nein, keine weiteren Fragen im Chat und damit würde ich an Herrn Frey wieder zurückgeben. Ja, vielen Dank, Herr Feigenputz. Ja, doch einige Fragen aus dem Chatbereich gekommen. Also es bewegt die Leute und ich würde gerne den Part nochmal aufnehmen aus der Praxis. Wir haben gerade was von Taktung gehört. Wir haben gehört, wie sind denn die Abläufe? Und ich würde einfach mal jemanden fragen, der schon ziemlich Erfahrung damit hat, weil er nämlich mit einer Linie begonnen hat, wie wir vorhin gehört haben, und heute alle Linien damit betreibt. Herr Schürer, ein Wort aus der Praxis, weil ich denke, da muss man jetzt jemanden fragen, der tagtäglich damit zu tun hat. Wie kann man die Taktung optimieren? Geht wirklich Zeit verloren insgesamt in dem Bereich, was jetzt gerade die Fragestellung ist? Gut, das Wort aus der Praxis kann ich gerne liefern. Die gute Nachricht ist, Zeit geht nicht verloren bei unserer Technologie, die wir einsetzen. Wir haben dann allerdings wieder Eck- und Scherenlagerbearbeitung in das Verputzen bzw. in die Wendestation gelegt, um woanders einen Arbeitsplatz wieder zu entlasten. Das ist so das, was der Herr Karpstein vorhin meinte. Man muss sich wirklich damit beschäftigen, welche Effekte ergeben sich in der Produktion. Kann ich durch Verlagerung, durch Verschieben von Arbeitsinhalten den Gesamtprozess verbessern. Aber wir sind jetzt aktuell in einem ganz stabilen 2-Minuten-Takt und das geht, wenn man jetzt nur das Schweißen betrachtet, geht das schneller. Aktuell bremst uns meiner Ansicht nach das Ecklagerbohren im Verputzer aus, aber wir können bestimmt 1,5 Minuten erreichen, wenn wir aufs Ecklagerbohren verzichten würden. Insofern ist das Schweißverfahren, und über das reden wir ja heute hier, ist absolut nicht der limitierende Faktor. Gut, das heißt, wir verlieren keine Zeit, habe ich verstanden, im Endeffekt, weil wir einfach eine andere Optimierung ansetzen. Das bedeutet auch nochmal der Zuruf an alle in der Branche, Profilsystemhäuser, Maschinenhäuser und der Verarbeiter müssen sich im Vorfeld schon zusammensetzen, die Konzeption auf die neue Technologie abstimmen. Und ich denke, wenn wir dann auf die neue Technologie abstimmen, und so habe ich Sie verstanden, Herr Schürer, dann werden wir auch keine Zeit verlieren. Wir gewinnen an Qualität, weil Sie haben vorhin gesagt, dass Sie eine deutliche Verbesserung im Eckenbruch zum Beispiel haben in dem Bereich. Und auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sind hier nun mal bei der RAL-Gütegemeinschaft und da geht es eben um Qualität. Wir wollen uns absetzen gegenüber dem, was der Markt anbietet, und das hilft uns dabei. Also es darf ja auch nicht ein mühsam erwirtschaftetes Image, dass Kunststofffenster per se kein Problemprodukt sind, darf ja nicht durch eine wie auch immer geartete neue Technologie kaputt gemacht werden. Also da muss man einfach drüber stehen. Darf nicht sein. Ja, ich glaube auch nicht. Gar keine Luft dran lassen an Eckenfestigkeit. Ja. Nein, ist so. Sehe ich genauso. Haben wir gestern Abend und auch heute Morgen noch diskutiert. Ich denke, die Qualität, die muss hoch bleiben, denn mit guter Qualität hat man auch ein gutes Image im Endeffekt. Ja. Und der Endverbraucher schaut halt schon genau hin, was er einsetzen möchte. Und deshalb würde ich gerne nochmal eine letzte Fragerunde machen, bevor uns nachher die Zeit davonläuft. Wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich, bevor der Herr Feigenputz dann nochmal ein bisschen eine Zusammenfassung auch macht. Und ich werde auch nochmal das ein oder andere zusammenfassen von Ihren interessanten Erläuterungen. Ja, ich drehe die Runde nochmal zurück. Sie haben gesagt, man muss eine andere Konzeption machen. Ich würde gerne den Herrn Karpstein nochmal mit ins Boot nehmen. Denken Sie, Sie haben ja einiges an Lieferzeiten, ist ja völlig normal heute, wenn man neue Maschinentechnologie fordert. Die Branche läuft gut, man muss rechtzeitig in den Invest gehen. Was würden Sie sich wünschen von Fensterbauunternehmen, die uns heute zuschauen, die sagen, Mensch, ich habe jetzt Interesse bekommen, ich möchte da was machen. Wie sollte man im Vorfeld vorgehen, damit eben solche optimierten Planungen dann auch stattfinden? Also ich denke, das Wichtigste in dem Bereich ist wirklich die umfassende Planung und auch das Gesamtkonzept im Auge zu behalten. Und ich glaube, dem Fensterbauer, dem das gelingt, der wird auch großen Erfolg haben. Es gibt dort auch einige, sagen wir, negative Beispiele, wo man sagen muss, wo Technologie vielleicht nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, weil vielleicht
bei dem Kunden bestimmte andere Prozesse nicht so stehen, wie sie stehen müssten, um dann auch die Automatisierung dementsprechend nutzen zu können. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, dass man den Gesamtprozess im Auge behält mit allen kleinen Finessen, die es da gibt, um dann zum Schluss auch das richtige Ergebnis zu erzielen. Es gibt immer viele, viele Wege, um die Technologie dahin zu kriegen, wo man sie haben will. Und ob das jetzt Kameratechnologien sind, die man dort einsetzen kann, Robotertechnologien oder auch einfach nur Umschlichtung von Prozessen, von Arbeitsstellen, die bringen alle einen Erfolg. Aber es kann auch sein, dass eine bestimmte Richtung, wenn man einschlägt, plötzlich an einer anderen Stelle ein völlig falsches Ergebnis gibt. Und deshalb ist es wichtig, immer den Gesamtprozess im Auge zu behalten. Und das würde ich mir gerne wünschen von einem Ernstfallkunden. Das ist ein Zuruf, glaube ich, an alle, und deshalb würde ich gerne den Herrn Dr. Dörnfeld noch mal mit ins Boot nehmen, denn Sie sagen, Sie würden sich das wünschen, zum einen von der Verarbeiterseite her, das heißt, dass die Fensterbaupartner und die Fensterbauunternehmer rechtzeitig auf Sie zugehen mit ihrem entsprechenden Personal. Ich spiele den Ball weiter an die Profilsystembranche. Was würden Sie sich denn wünschen von der Maschinenbranche oder insgesamt in der gesamten Entwicklung, wenn neue Technologien kommen? Und ich denke, dass einfach im Vorfeld es wichtig ist, dass man sich abspricht und dass man die Themen vorzeitig gemeinsam macht. Herr Dörnfeld. Gut, wir hatten es vorhin ja auch schon angesprochen, also eine rechtzeitige Kommunikation ist immer das Allerwichtigste. Und auch, dass die beteiligten Partner auch den gleichen Informations- und Kenntnisstand haben über die Materie. Das ist mir ganz wichtig. Ich weiß nicht, es findet ja auch teilweise schon statt, dass wir Schulungen machen bei Maschinenherstellern, um auch, sagen wir mal, die typischen Eigenschaften, Materialeigenschaften, Geometrieeigenschaften von Profilen denen näher zu bringen. Also wie gesagt, für mich ist es wichtig, ein hoher, gleichmäßiger Informationsstand, und dann funktioniert die Sache. Gleichmäßiger Informationsstand, vielleicht auch nochmal ein Thema. Alle Systemhäuser haben ja heute ihre eigenen Technikums, wie man so schön sagt, wo sie dementsprechend auch ihre eigenen Versuche machen. Und ich denke, es ist wichtig, dass dann in alle Technikzentren der namhaften Profilsystemhersteller, die auch Mitglied im Verband sind, dass dort eben dann auch die neueste Maschinentechnologie steht. Weil dann kann man es allen zeigen, dann kann man im Vorfeld auch schon mal Versuche machen, damit dann in der Praxis viele Dinge einfacher laufen in der Abwicklung. Weil ich habe jetzt beim Herrn Schürer gelernt, in der Diskussionsrunde, dass rechtzeitiges Abstimmen, auch mal was im Vorfeld zu verändern im Ablauf, dann doch insgesamt Vorteile bringt, weil wir uns verbessern in der Qualität und dann trotzdem keine Fertigungszeit verlieren. Ich sage da immer, vorher überlegen macht hinterher überlegen. Es ist einfach so. Also so schnell mal eine neue Maschine kaufen und Geld bezahlen und hinstellen, das klappt nicht. Man muss das leben, muss sich intensiv damit beschäftigen. In Teilen muss man auch dran glauben. Es gehört auch dazu, zur Wahrheit. Man muss auch hoffen, aber immer mit ein bisschen fundiertem Wissen um seine eigenen Fähigkeiten. Und dann klappt das. Und was wirklich, also es ist ein Schritt in die Richtung, auch die Fertigung mal aufzuräumen. Also in unserem Werk in Hermeskeil haben wir einfach parallel aufgebaut. Die alte Strecke stand noch und haben daneben 2 neue Strecken aufgebaut. Und die Fertigung wird einfach mal neu organisiert. Alles ist mal nach 20 Jahren wieder neu gemacht. Das ist auch wirklich eine Chance zur Veränderung. Und da kann man nur sagen, der Ausgangspunkt ist letztendlich eine Ecke, die dem Endkunden mehr Spaß macht. Und die wirkt dann ganz weit zurück bis in die Fertigung. Ja, vielen Dank, Herr Willing. Ich würde gerne Sie noch mal so langsam zum finalen Ende mit einbinden in die ganze Geschichte, weil Sie ja das auch in der Praxis anwenden. Was haben Sie vor in Zukunft? Weil Sie ja sehr viel Hybrid auch verarbeiten. Das ist jetzt die erste Maschine, die Sie dort installiert haben. Etwas Erfahrung konnten Sie schon sammeln. Es gehört auch immer Mut dazu, das muss man auch an alle Unternehmer hier nochmal sagen, in neue Technologien zu gehen, weil den Zuruf habe ich jetzt auch verstanden von Ihnen in dem Bereich, und da kann man auch nur dazu aufrufen, den Mut zu haben. Herr Willing, was haben Sie noch vor in dem Bereich?
Also wir wollen natürlich immer up-to-date sein, was die neuen Techniken angeht. Deshalb sind wir da auch im regelmäßigen Austausch mit der Firma Urban oder mit der Firma KMW genauso. Das ist immer unser Ziel, dass wir immer ganz vorne mit dabei sind. Weil Ihre Kunden auch dementsprechende Qualitätsmerkmale einfordern? Haben Sie das Gefühl, dass Sie dadurch eben auch die Möglichkeit haben, mit hoher Qualität neue Kunden zu gewinnen? Sie haben ein Unternehmen, wo auch sehr viel in Spezialeinheiten unterwegs ist, Hebeschiebetüren, ein Wachstumsmarkt, der seit Jahren sich extrem gut entwickelt? Wir haben da sicherlich einen etwas anderen Ansatz wie die Firma Pax. Uns ist es halt sehr wichtig, dass wir unserem Kunden seine gewünschte Ecke liefern können. Denn alle haben noch nicht die neue Technologie, einige haben sie schon und so können wir das, was der Kunde wünscht, können wir liefern. Das ist uns sehr wichtig. Ja, ich denke, momentan sind noch beide Technologien im Markt unterwegs, aber es wird sich, glaube ich, die neue durchsetzen, was ich jetzt an Informationen in der sehr interessanten Vortragsrunde und auch in unserer Gesprächsrunde mitgenommen habe. Und ich denke auch für Sie, liebe Zuseher und Zuhörer, sollten Sie im Endeffekt dann auch weiter investitionsbereit sein und in neue Technologien gehen, denn die Qualität setzt sich am Schluss immer durch. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung, meine Herren, zum Abschluss der Runde. Wir haben, glaube ich, 11:50 Uhr. Herr Feigenputz wird noch ein bisschen was in dem Bereich dazu beitragen. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich nehme mit für alle, die sich heute zugeschaltet haben, dass wir uns sehr genau anschauen sollten und sehr weitsichtig auch planen sollten. Ich habe auch mit allen Entscheidern gestern Abend noch die Möglichkeit gehabt zu sprechen und muss dazu sagen, dass die Nachfrage schon sehr gut ist und dass das natürlich dann auch immer entsprechende Lieferzeiten bedeutet in der heutigen Zeit. Und deshalb mein Zuruf an alle, beschäftigen Sie sich heute schon mit der Zukunft. Schauen Sie nicht so oft in den Rückspiegel, sondern schauen Sie nach vorne, weil dort spielt das Thema ab. Und ich glaube, das ist ja auch das Motto von heute mit unserem Zukunftsforum. Deshalb nochmals in dem Bereich erstmal einen herzlichen Dank vorab schon mal an die Gesprächsrunde für die vielen interessanten Informationen. Ich denke, Sie werden Ihren Kunden auch zur Verfügung stehen im Nachgang. Da denke ich, werden auch viele Chatfragen eingehen. Herr Feigenputz, nochmal zu Ihnen rüber. Gibt es noch neue Zwischenfragen, die jetzt eingetrudelt sind nach den letzten Äußerungen? Ja, Herr Frey, es sind noch 2 Fragen eingegangen, die ich auch gleich gerne an Herrn Walter richten will. Die Frage lautet, wie sieht es aus mit geschäumten Profilen bei diesem Schweißverfahren, also bei neuen modernen Schweißverfahren? Und wie sieht es aus mit den Investkosten, alte Schweißverfahren gegenüber moderne Schweißverfahren? 2 Fragen im Doppelpack. Vielen Dank, Herr Feigenputz, für die Einladung in diese beiden Fragen. Ich versuche sie so gut wie möglich natürlich zu beantworten. Die erste Frage, eingeschäumte oder geschäumte Profile, damit haben wir uns in der Tat auch schon beschäftigt, denn ich muss nochmal darauf zurückkommen, es wurde ja schon mehrfach angesprochen, dass wir hier mehr auch in den Dialog gehen müssen und es gibt Systemgeber, die hier den Dialog auch mit uns im Vorfeld gesucht haben und gesagt haben, wir planen eben neue Systeme auf den Markt zu bringen, andere Profile und eben auch Verbundwerkstoffe oder eben Kompositwerkstoffe, bei denen in Profile eben auch schon Schaum vorhanden war oder es waren ausgeschäumte Profile. Also von daher nichts Neues in der Hinsicht für uns. Wir wurden damit konfrontiert und haben dementsprechend auch gehandelt und diese Profile dem Schweißverfahren, was wir auf den Markt gebracht haben, unterzogen und mussten feststellen, dass wir auch diese Profile entsprechend bearbeiten und auch verschweißen können. Natürlich ist es dem Dialog auch geschuldet, dass wir hier wirklich testen müssen, wie sich das Profil und die Geometrie innerhalb des Prozesses verhält. Von daher auch der Aufruf an die Systemgeber. Wir sind natürlich immer auch für den Dialog bereit, insofern hier was getestet werden soll, dass wir unseren Beitrag da leisten. So viel mal zur Frage 1. Die Frage 2 ist natürlich auch für alle, die hier zuschauen, bestimmt eine sehr spannende Frage, denn wie steht das Investverhältnis im Verhältnis zur Qualität? Und man muss, denke ich, schon sagen, dass heutzutage einem Qualität auch was wert sein muss, denn wie auch gerade in der Diskussionsrunde schon
die Frage auch anteilig beantwortet wurde, zahlt sich Qualität in Zukunft aus. Von daher sollte es schon den Kunden auch bewusst sein, dass sie für eine gute Qualität tendenziell etwas mehr zahlen müssen. Gut, klare Antwort, mehr zahlen, das ist das Delta. Gerne. Herr Walter, vielen Dank. Ja, ich denke, wir sind am Schluss. Ich will kurz noch einmal zusammenfassen. Ich denke, heute sind sehr starke Statements für neue Techniken und moderne Schweißverfahren gegeben worden. Von allen Seiten, von allen Beteiligten, Fensterbau, aber auch aus dem Bereich der Systemhäuser und aus dem Bereich der Maschinenhersteller. Der zweite Punkt, den ich hier zusammenfassen will, ist, dass es gewährleistet ist, dass alle diese Entwicklungen heute auch durch die Gütegemeinschaft begleitet werden. Ich will das nochmal betonen. Wir haben diesen ständigen Arbeitskreis, der sich Profilmaschine nennt, in dem eben die Experten gemeinsam die Themen diskutieren. Ich würde auch nochmal als Randbemerkung alle Fragen, die heute im Chat gestellt worden sind, da zusammenfassen, nochmal in den Kreis geben und dann eben auch von der Gruppe beantworten lassen, sodass wir hier auch eine breite Meinung, eine breite Antwort dann auf unsere Internetseite stellen können. Ich denke, es hat sich auch klar gezeigt, die Offenheit, dass auch die Gütegemeinschaft eben neuen Verfahren offen gegenübersteht, Güte und Qualität eben auch dann mit neuen Mess- und Messverfahren und Untersuchungen dann abdecken will und wird. Wir haben über ein Projekt gesprochen, dass man insgesamt auch in die Zukunft hin moderne Schweißverfahren über Langzeitversuche oder dynamische Tests stärker oder besser bewerten kann. Und das sind, wie gesagt, Dinge, die heute formuliert wurden und auch in die Gütegemeinschaft kommen. Der dritte Punkt, der scheint mir auch sehr wichtig zu sein, ist, dass es ja nicht nur nützt, dass wir als Gütegemeinschaft über die Themen reden, sondern wir müssen andererseits ja auch eine Durchgängigkeit in der Gütesicherung schaffen. Was wir heute über Schweißeignung sprechen und es wurde ja sehr klar gemacht, wie das dann weitergeht bis zum Fensterbau, das muss natürlich auch in die anderen Regelwerke eingebracht werden. Ich denke jetzt an die RAL GZ 695, also die Gütesicherung des Kunststofffensters als solches. Und damit wir auch dort das, was wir heute besprochen haben, wiederfinden, liegt es an uns als Gütegemeinschaft, hier auch die enge Kooperation mit den anderen Gütegemeinschaften in Frankfurt und auch den Inspektionsstellen wie dem IFT Rosenheim in dem Falle zu bilden. Gut, bevor ich das Wort an Frau Könsken richte, mein Schlusswort ist eines, was ich jetzt aufgreife, was ich gerade gehört habe von Herrn Schürer, was mir einfach jetzt auch sehr gut in den Kram passt. Ich sage es mal so, ja, ich denke, wir müssen alle die Chance zur Veränderung ergreifen. Und damit möchte ich von meiner Seite die Veranstaltung schließen und die Schlussworte an Frau Könsken weitergeben. Dankeschön, Herr Feigenbutz. So, ja, wie Herr Feigenbutz schon sagte, schauen Sie doch mal bei uns auf der Internetseite vorbei unter www.gkfp.de. Da finden Sie auch im Nachgang zur Veranstaltung alle wichtigen Informationen, zum Beispiel den Mitschnitt dieser Live-Veranstaltung. Den gibt es übrigens ab Ende Oktober auch mit englischem Untertitel. Und es gibt auch eine Broschüre zum Download, die kostenfrei bereitsteht. Da erhalten Sie auch alle wichtigen Informationen nochmal zur Schweißverfahren und zu den mitwirkenden Mitgliedern heute. Und wie Sie ja vielleicht wissen, handelt es sich um eine halbjährig stattfindende Veranstaltung beim Technologieforum Zukunft. Das heißt, wir sehen uns auch schon zu Beginn des neuen Jahres wieder im Frühjahr. Und für den Herbsttermin haben wir sogar schon den 29.09.22 als Termin feststehen. Und die Themen im kommenden Jahr werden unter anderem sein Oberflächen- und Verfahrenstechnik zur Oberflächengestaltung. Also merken Sie sich gerne schon mal den 22. September als übernächsten Termin vor. Und was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Also natürlich allen Mitwirkenden vor der Kamera, hinter der Kamera zu danken. Natürlich auch den Mitarbeitenden im Planungskreis zu dieser Veranstaltung. Ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie auch so eifrig mitdiskutiert haben. Danke sehr. Sollten Sie noch Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@gkfp.de. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind und wünsche jetzt einen schönen Tag und auf Wiedersehen.